Ich sollte auch die Aufnahme starten, damit dieser wunderschöne Teil des Startbildschirms auch dabei ist. Es geht los, Mass Effect 2, ich hab richtig Bock. Nicht lange schnacken, würde ich sagen. Hier noch Frontkämpfer, Zitadelle Turm, da hatten wir aufgehört. Da endete Teil 1. Jetzt geht's los mit Teil 2. Oh, also sowieso erstmal in ein separates Menü kommen, gell? 1, 3, 2, das ist so eine Sache, in die ich eben gerade auch gedacht habe und gemerkt habe, nein, in dieser Spielerei definitiv nicht. 2 ist nicht ganz hinten. Oh ja, der Ladescreen, ich erinnere mich an den. Immer diesen Punkt, der da jetzt so plopp. mag ich. 2, 3, 1 über Uncharted. Nee, weiß ich nicht. 3, 1, 2, 3, 1. Alter, 2, 1, 3 wollte ich sagen. Meine Fresse. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Mass Effect 2. Wieder die Beliebig-Taste drücken. Geil. Okay. Zurück zum Launcher. Nee, neues Spiel, Extras. Was haben wir denn da? Trophäen. Wir können ja mal. Hier, wir können mal gucken. Wobei hier dann auch wieder die. die übergreifenden sind. Oh, guck mal, es fehlen nur 70 Gegner für die Trophäe. Das kriegen wir vielleicht sogar heute hin. Noch schon die Hälfte für alle Gegner. Freundlich. Romanze eingehen. Ja, okay. Nee. Ich werde dafür bis zur nächsten Woche noch mal ein bisschen gucken nach Trophäen. Es gibt schon so ein bisschen, wo ich vielleicht noch mal gucken muss, aber ich glaube, jetzt am Anfang sollten wir eigentlich noch keine Sorge haben. Schon bei 3 haben sie ja ein anderes Ending reingepatcht, Idioten, nicht französisch. Ja, na, was heißt ein anderes Ende? Die haben halt noch den Director's Cut, glaube ich, ne? Auch alles ein bisschen weird. Naja, neues Spiel. Ich möchte natürlich den ME1-Charakter importieren. So. Ich finde das Bild da rechts ein bisschen weird. Aber ich glaube, das soll passen, ne? Denke ich. Warte mal, wir gehen mal auf Nummer sicher gerade. Ich will mal kurz gucken, was jetzt hier bei Mass Effect 1 eigentlich Tacho ist. Jetzt starte ich kurz Mass Effect 1 im Stream, weil ist ja scheißegal. Weil das ist ja vielleicht mein manuell gesavter nur und nicht der Autosave. Und ich weiß nicht, wann ich das jetzt manuell gesaved habe. So, muss ich gleich nochmal kurz den Autosave laden, speichern und dann ist gut. Nee, keine Ahnung. Bevor ich jetzt irgendwie nur so einen halbgaren Charakter. Wobei ich gar nicht weiß, ob das geht, dass man einen Charakter importiert, der nicht mal durchgespielt ist. Aber ich will auch nur mal sicher gehen, ne? So, kommen wir nochmal in diesen wunderschönen Bildschirm hier. Was wird dann übernommen, als nur das Aussehen? Naja, die ganzen Entscheidungen, die man gefällt hat. Und wie sich Charaktere entwickelt haben, wer gestorben ist und wer nicht. Da gibt es ganz viel in diesem Spiel. Toll. Ja gut, die Spielstände hier hat er schon gar nicht übernommen. 10 Minuten vom Autosave. Ja, das wird passen. Das wird passen. Wahrscheinlich hätte ich da auch schon gar nicht mehr, speichern können. Sorry, ich, hatte ein bisschen Angst. Weil es gibt ja auch eine Trophäe für alle 3 Spiele mit dem gleichen Charakter durchspielen, nicht wahr? Ganz wichtig. Da hinten ist, glaub mal, wieder lila erstrahlt. Ich mag das nicht. Dass es irgendwie so hell ist bei mir immer alles irgendwie. Keine Ahnung, ich mache irgendeine Lampe an und es ist einfach nur alles weiß. Und man kann nichts mehr erkennen. Bei anderen sieht im Stream immer so schön aus, irgendwelche Hintergründe. Auch die Leuchttafeln da zum Beispiel einfach leuchten. Bei mir einfach, wenn ich das anmachen würde, würde einfach so... Ich kann ja nicht denken. So ungefähr der Bereich wahrscheinlich komplett einfach nur weiß sein. Ja. Für diese Figuren nehmen ist ja null so weird. Okay. Neues Spiel. ME1-Charakter importieren. Vielleicht steht da ja auch. Boah, stimmt. Ich glaube, wir sehen auch gleich nochmal ein bisschen Entscheidungen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Das ist nochmal so, wir kriegen nochmal einen Reminder so ein bisschen. Glaube ich.
Schwierigkeitsgrad Kampf. Wahnsinn. Wahnsinn, oh Gott, nee. Automatische nö. Untertitel, yo. Oh, warte mal, habe ich... Wohl, nee, das macht man in der, das macht man in der Legendary Edition, ne, auf Englisch stellen. Untertitel, Gruppenkräfte benutzen, yo. Automatisch speichern, yo. Klingt alles gut. Name den Shepard. Kann ich den... Oh no! Wow, mit X geht's einfach nur weiter. Oh. Ich hasse alles gerade ein bisschen. Komme ich wieder raus? Ach, dann halt nicht. Dann ist mir das halt egal. Ich wollte eigentlich nochmal gerade die Entscheidungen durchgehen. Oh, das war zum Kotzen. Nö, weißt du was? Können mich mal. Geh mir auf den Sack, ey. Dummes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Ende bleibe. Mal gucken. Das ist nicht schlimm. Aber Angst um meine PS4. Ja, meine lebt wieder ganz gut nach den 2 Abstürzen. Das hat sie wohl mal gebraucht. Ist halt wie beim Alkohol. So einmal ein Absturz oder zweimal. Und jetzt reißt sie sich zusammen. Aber irgendwann wird sie vielleicht rückfällig. So, Versuch Nummer 5000 dieses Spiel zu starten. Leck mir im Arsch. Aber ist ja noch nicht so lange der Stream. Ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Am besten verkaufe ich CTA noch, damit es nie wieder passiert. Oder mein Team Sonic Racing. Nö. Achso, höchstens vielleicht, wobei, also Box-Version vielleicht. Aber ich würde nicht wahrscheinlich, na wobei, dann kann man es ja dann noch kaufen, ne? Mein Gedanke ist gerade so, nach diesem Monat werde ich PS Plus wahrscheinlich nicht verlängern. Dann habe ich nur einen Monat Zeit, das zu spielen. Da habe ich keine Lust drauf, auf den Stress. Zumal ich jetzt mal andere Spiele spielen will. So, neues Spiel. Versuch Nummer 5000. So. Rang 51. Frontkämpfer. Vorbild. Commander Shepard ist dem Weg des Vorbilds gefolgt. Und Rex hat die Mission auf Vermeer überlebt. Sehr schön. Ashley Williams wurde auf Vermeer getötet von mir. Aktiv. Ratsgeschichte. Der Rat wurde bei einem Angriff auf die Zitadelle getötet. Ja, das war ein bisschen sad leider. Das war eigentlich nicht geplant. Aber ist halt so. Commander Shepard hat Captain Anderson für einen Sitz im Rat empfohlen. Oder was heißt nicht geplant, ne? Es war ja irgendwie die Entscheidung, ob ich jetzt den Rat opfere. Also quasi, ob ich die Normandy quasi zu den Bewohnern schicke, so in etwa, und die quasi so ein bisschen extrahiere. Oder ob ich den Rat rette. Und da habe ich natürlich gesagt, fuck den fucking Rat, der mochte mich am Anfang nicht. Ja, rette ich lieber die Unschuldigen. Und da war das einfach abtrünnig. What the fuck? Da habe ich der Wort falsch verstanden, aber so habe ich das verstanden. Deswegen, ein bisschen weird. Naja. Und Captain Anderson ist im Rat empfohlen. Ob das passiert, weiß ich nicht. So, jetzt aber. Let's fucking go. Meine Güte. Riesiger Kasten für wenig Text. Man darf nie dem Volk dienen, nur den Herrschern. Das ist die Logik des Spiels. Es geht schon los, Alter. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. Mach ein bisschen lauter. Still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Der Unbekannte. Ehrenmann. Ein Monat nach dem gewaltigen Angriff der Geth auf die Citadel hat die Menschheit die Kontrolle über die Galaxie übernommen. Der von den Menschen geführte Rat muss nun auf Beweise reagieren, denen zufolge die Reaper, gewaltige Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliche Fortschritte der Zivilisation auslöschen, zurückgekehrt sind. Um die Gerüchte einzudämmen, hat der Rat Commander Shepard und die Normandy losgeschickt, um die letzten Nester des Geth-Widerstands zu vernichten. Offiziell gelten die Geth und ihre Anführer... Das ist viel zu viel Text immer. Mein Gott. Beziehungsweise zu wenig Zeit.
Okay, mach ich noch lauter. Im Menü war es halt so laut, deswegen habe ich vorhin extra leiser gemacht. Dann mache ich wieder auf die gewohnten 50, wie ich es glaube ich damals auch hatte. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Yara! Foggy Woggy. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Ich hatte gerade falsche Haare, aber ist egal. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard, Liara, go. Now. aye aye. Everybody in! Go, go, go! Autsch. RIP Normandy. But soon there will be Normandy too. Und das ist nicht mal eine Leiche. Was? Eine Lüge. Leiche, ja genau. Okay, Gameplay, Jungs. Und Mädels. Tagebuch aktualisiert. Ins. Okay. Ich arbeite dran. Joker. Oh Gott, hier waren immer, weiß ich nicht. Da ist die Krankenstation, glaube ich. Da unten waren Garrus und Rex immer. Das waren noch Seiten. Oh no, hier ist alles Licht. Mit X wieder rennen. Gar keinen Bock. Oh. Das ist schlecht. Kartenterminal weg. Ist nur dafür da zu begründen, warum wir wieder auf Level 1 beginnen. Basically. Naja, es passiert gleich noch viel mehr. Der Stream-Titel ist nicht ohne Grund. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. Joker kann nicht laufen. Der ist nicht gut. Geschmeidig flüssiger Übergang in die gerenderte Zwischensequenz. Ganz schön laut.
Den Helm abzunehmen wäre jetzt auch hart dämlich. Wow. Besser, dass es nicht klappt. Naja. Tot. Das mal ein Anfang für ein Spiel, hm? Title Card. Hab ich recht? Jo. Haben die das Logo echt verändert, ne? Das Mass Effect sieht ein bisschen anders aus. Mass Effect. Mass Effect Genesis ist ein interaktiver Comic, der die Gegenstände von Mass Effect 1 zusammenfasst. Ganz ehrlich, warum nicht? Geil. Dark Horse Comics, oha, okay, das ist richtig. Ach du Scheiße. Ich kann bestimmt im Zweifel auch skippen. Just another routine mission. Oh nein, das dauert Why 20 they always Jahre. say that before a mission. Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make. The paths you choose. That turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission. Answering Cool. a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Alenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Das kein Schiff ist. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lieutenant Alenko made the mistake of getting too close. Hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest and nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tali, a tech expert with a knack for hacking. Quirlig. Procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, and disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been.
I'd explained why Saren Das ist eigentlich echt cool. Das ist wahrscheinlich ein DLC damals gewesen, könnt ihr mir vorstellen. But not much else. We couldn't convince the council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. Das Anderson sieht echt scheiße aus auf dem Bild. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species, Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. Ich frage mich, ob das jetzt auch angepasst ist, weil ich habe sie ja wirklich ganz zu Anfang gerettet. Man kann sie auch viel später holen, ob das dann auch überhaupt Thema wäre gerade. But not at all unpleasant. Kaden was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship. Okay, es ist definitiv angepasst. I told Liara about how I felt. Apparently, she felt it too. Sieht voll cute aus den Bildern. Get in the way of our mission, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Noveria, where he'd enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni queen. The queen's drones were everywhere, and they were not happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. Saren, deutsches somehow Sprach. acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer. But we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for Haben die gerade eigentlich Feroz a geskippt? disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves. Mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed. Violently. Die haben aber Feroz geskippt. Mit dem Turianer und so. Gut, ist doch irgendwie echt nicht wichtig, was da passiert ist, gefühlt, aber... But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into 2 squads, sending Ash with one and Kaden with the other as a distraction. Ash. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend,
and a great soldier. Hm. But I had to choose. And I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. Wird jetzt noch I assured them all that despite the Alien odds, Sex erklärt, we oder? could defeat him. But Liara saw through Jo. my words. She knew I was hurting after Ash's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we put our feelings aside for the sake of the mission. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, Das ist wichtig, aber vorausskippen. We put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died like every species before them, but a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He Alter, caught the Garrus. Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Stimmt, Even so war with das, the ne? Citadel back in my control, Saren defeated and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician, ruthless and ambitious. He would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair. But a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty, routing out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Tja. Und den Rest haben wir eben gesehen. Oh, mega Comic. Ja, voll geil. Das ist echt cool, dass man nochmal eine Zusammenfassung kriegt, plus auch cool gezeichnet und so. So, und jetzt geht's mit dem eigentlichen Spiel weiter.
Ah, die Cutscene ist auch so cool, ey. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Lazarus. Hm? Hey, erstes Pling schon. So, jetzt habe ich, glaube ich, die Wahl, meinen Charakter nochmal zu... Also theoretisch hätte ich jetzt die Wahl, den Charakter zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal die Möglichkeit habe. Da ist sie. Na, okay. Dass ich so kleinere Abänderungen nochmal machen kann, geht nicht, ne? Weil ich wollte mal gucken, vielleicht irgendwie neue Frisur oder so. Aber nee. Hey, meine Narbe ist weg, oder? Nee. Oder doch? Auf der Augenbraue? Wir nehmen das importierte Gesicht. Gar kein Problem. Soldat. Ja, letztes Mal hatten wir Frontkämpfer. Würde ich wahrscheinlich einfach wieder nehmen. Einfach so aus... Ne? Dingenskirchengründen. Aus Continuity-Gründen. Aber schön, dass ich das nochmal neu einstellen kann, tatsächlich. Falls man merkt, so, nee, ist nicht nur mein Spielstil. Ach komm, ich nehme direkt Frontkämpfer. Scheiß drauf. Die Erfolge geben Ihnen Zugriff auf folgende Bonuskräfte. Danke! Auf Erde geboren. Kriegsheld, Frontkämpfer, Blendgranate. Okay. Sure. Sobald es bestätigt, dass Ihr Charakter fertig ist, können Sie keine Veränderungen mehr vornehmen. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Kleinere Änderungen sind ja natürlich. Ja, denke ich mir halt auch so, ne? Vielleicht die Frisur anpasst oder weiß ich nicht. Dass ich meinen Lidschatten wegnehmen kann. Aber nicht so schlimm. She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Watson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Brust-OP, ja. Was ist mit meinen Augen los? Oh Gott, die Augen! Hilfe! Weil die Augen irgendwie so groß sind, von ihr gehen die richtig zu. Okay, jetzt ist ja alles wieder gut. Ah ja, stimmt. Ziemlich coole Sache bei dem Spiel. Ihr seht ja schon, ja, guck mal, die hat ja so ein paar Narben in der Fresse, ne? Was ja... Was halt damit... Oh, es ist so viel besseres Gameplay als in 1. Ich liebe alles. Oh. Okay. Reden wollte ich gerade. Also, genau, ich habe halt so ein bisschen Narben in der Fresse. Und das ist halt ganz cool. Jetzt, je nachdem, wie ich mich verhalte, verheilen die oder werden schlimmer. Also, wenn ich vorbildlich bin, verschwinden die. Wenn ich abtrünnig bin, dann werden die immer mehr. Was ein bisschen unlogisch ist, aber es natürlich ziemlich cool aussieht. Weil ich dann immer so ein richtig fett vernarbtes Gesicht einfach habe. Cooles Feature. So, man sieht es auch schön. Man hat Munition in dem Spiel. Es ist so schön. Danke, Wilson. Nee, du bist nicht Wilson. Jo. Jeppa. Man muss auch nur über die Munition einfach so rüberrennen. Viereck nachladen, sehr schön. Unlogisches Feature. Ja, ich weiß, aber es ist cool, okay? Sieht cool aus. So.
Weiter. Munition. Ich werde verrückt. Nimmst du bitte auch die andere Munition mit? Ne, geht nicht. Bin schon voll, wa? Na gut. Shepard, security mechs are closing in on your position. Take cover. Yes, yes, Miranda, Miranda. Das Miranda, denn sie will ja. Gehackter Mensch. Okay. Erstmal abknallen. Huch. Also die Auto-Aim? Noch nicht. Huch. Noch voll. Wollt nur grüßen eigentlich. Von zu aimen, sag ich euch. Nice work, Shepard. Coast is clear. Spyro der Drache. Ist auch cool, ja. Und unlogisch. Mother Miranda. Ich würde sie gerne Mami nennen, aber geht nicht. Ist das eigentlich schon Spoiler, wenn ich das sage, dass sie, naja, egal. Sie könnte eine größere Rolle in der Geschichte einnehmen, nennen wir es mal so. Zwar so groß. Aua. So groß, dass sie vielleicht sogar in unser Team kommt und man sogar mit ihr Koitus betreiben kann, aber leider nicht als Female Shepard. Genau, wie das gute alte Waffenrad. Hoho. Bam! Geil. Bisschen Waste eigentlich. Ach, ich muss hier mit dem linken Stick das machen. Das ist weird, weil ich muss halt mit dem linken Stick das hier auswählen und ich spiele gerade Horizon, was auch ein Waffenrad hat, da wähle ich es mit dem rechten Stick aus. Muss ich aber wieder dran gewöhnen. Naja. Krieg ich hin. Ich spiele jetzt zum Glück nur einmal in der Woche und nächste Woche bin ich mit Horizon wahrscheinlich durch. Ne, keine Ahnung. Könnte sogar echt sein. Einmal durch. Ja, okay, krieg ich hin. Huch! Was habe ich da gerade gemacht? Brandmunition. Okay. Entschuldigung, war einfach ein bisschen verwirrt gerade. Egal. Cerberus Laptop, auf Datenlogs zugreifen. Habe ich gezüchtete Organe? Habe ich das richtig verstanden? Die haben viel Geld in mich gesteckt, würde ich sagen. Ich würde gerne Einigkeit Brandmunition. Das ist normale Muni, okay. Bisschen verwirrt gerade, aber es ist okay. Bergungsgut halten. Achso, das ist gar nicht eine Tür. Ich wollte nämlich gerade gucken, was hier hinten noch ist. Aber hier geht's weiter. Okay. Kann deine Mommy sein. Schade. Und das Secret Revelations macht man das mit beiden Sticks. Eieiei. Wie weit bist du technisch im verbotenen Westen? Fast durch. Ja, der Stand ist immer noch wie beim letzten Mal. Ach, so schlimm ist sie nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall eine Menge Geld in mich investiert. Aber ihre Pläne haben sie ja schon am Anfang klar gemacht. Oder ihre Pläne nicht, aber zumindest warum sie mich jetzt hier aufwerten, weil wollen sie auf jeden Fall ein bisschen in die Jacob. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first.
What's with the mechs? Security. Usually they fight for us. Somebody must have hacked them. That should be impossible, unless you've got access. We've got to get you out of here, Shepard. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Zufällig 2 Jahre. Welcome back to your life. So lange wie es gedauert hat, bis der zweite Teil kam. I'm having trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Okay. Ja, die Crew. Ja, so, warte mal. Any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're Okay. low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Okay. So, ich war gerade stehen geblieben bei erstes Teammitglied übrigens. Ups. Bestimmt wieder lustige Trophäen für, hey, 25 Gegner so und so killen, sowas. Ich weiß es nicht. Genau, was hat er denn so Schönes? Ziehen, das haben wir gerade gesehen. Brandmunition, das war's. Cool. Hier, hebt den mal hoch. Gucken, was da passiert. Hui. Ja, also, ne, die gehören... Ich wollte gerade reden. Egal. Gott dammit, Alter. Oh Gott, das ist zu viel. Shepards Verwundungen, nicht meine Verwundungen. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Das ist schön. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Und da haben wir Maybe you den... can track them down after we get off the station. If we get off the station. Da haben wir die Hauptaufgabe des Spiels gerade gefunden. Na komm. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Na komm, ich will nicht wissen, wer das ist. Der ist ein No-Name. We can get into the service tunnels through this door. So, darf ich jetzt mal kurz reden. Also, was natürlich genau deren Pläne und deren Sachen sind, weiß ich nicht. Aber ich rede jetzt einfach mal drüber. Die haben ja schon in der Introsequenz gesagt, also sie gehören ja zu Cerberus. Cerberus ist deren Unternehmen. Sozusagen, die haben ja gesagt, ja, die Allianz, der Rat, der vertraut uns nicht und wird uns wahrscheinlich auch nie vertrauen. Warum genau, weiß ich nicht. Aber hey, wenn wir Shepard irgendwie kriegen, so von wegen, uns zu vertrauen, dann die bestimmt auch, weil die Leute lieben Shepard so in etwa. Und dann haben sie jetzt wahrscheinlich mitgekriegt, vielleicht war es auch ein Angriff von, ich weiß es selber nicht mehr, was ja eigentlich noch so passiert. Ne? Aber jetzt haben sie quasi Shepard sich gekrallt, haben sie wiederbelebt. Ne? Und wenn ich Cerberus jetzt nicht mag, dann weiß ich auch nicht, so nach dem Motto. Und hey. Ich liebe sie auch. Ja. Wer liebt Jane Law nicht? Naja. Mal gucken. Nähere Geschichten erfahren wir natürlich noch. Aber ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen gerade. Das ist Jacob übrigens, ne, unser erstes Teammitglied. Auch sehr lustig. Wir werden in diesem Spiel sehr viele Teammitglieder bekommen. Also wirklich mehr, glaube ich, mehr als doppelt so viel wie im ersten Teil. Und alle Charaktere sind sehr beliebt. Alle Charaktere haben ihre Auf- und Abs, ihre Eigenschaften, ihre Art. Jeder Charakter wird mindestens von irgendjemandem geliebt. Aber, oh, niemand mag Jacob. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was er ihn getan hat. Alle mögen, oder niemand mag Jacob. Die finden alle so langweilig. Ich finde ihn eigentlich okay. Also, andere Charaktere sind schon cooler, da stimme ich zu. Aber ich finde ihn jetzt nicht so schlimm.
into an enemy squad. Just keep moving toward the control room. Don't get pinned down. I'll see what I can do. Er ist wahrscheinlich einfach so dieser Basic Mercenary-Typ, den es halt auch braucht irgendwie. Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! G-Punkt Gaming. Shepard. I'm hit! They shot me! Tja, Wilson. Wilson! Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who she was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. Das hätten die ändern können. Her identity in any way. If she's somehow not the woman she used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Schön, dass ich mir das einfach so angucken darf. Jacob auch nichts dagegen hat, scheinbar. Shepard, down here! Hi, Wilson. Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Metagel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Metagel from Ich habe so das Gefühl, dass dieses Spiel es erstmal so ein bisschen auf die Schippe nimmt. So von wegen, du kannst halt immer Gesprächsoptionen anwählen. Du machst es einfach so, Brudi, Sterpirat. Oder Brudi, wir sind under attack. Können wir bitte danach besprechen. Mag ich. So, Einigkeit auswählen. Was ist das da? Einigkeit. Halt verwundeter wieder gefallene Gruppenmitglieder. Okay. Ich denke mal, das ist auch Quickslot auf Dreieck oder so. Und ich muss es auswählen, weiter 1 ist ja Dreieck. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. Overload the canisters to clear a path to the shuttle. Oh. Er ist ja sogar ein Teammitglied. Das ist ja lustig. Hat er irgendwas Tolles? Tatsächlich. Überlastung. Massive Energieschlüssel setzen Schild und synthetische Feinde außer Gefecht. Praktisch. Zimmer das da mal irgendwo rein. Oh. That's it. Let's get out of here. Das hat nicht so viel gebracht. Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Danke. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive Man. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. Well, if I won't get any more answers here, let's get moving.
It's not much farther to the shuttle bay. Na, guck mal hier, Achievement-Fortschritt. Schön. Ja, ich glaube, Cerberus war auch ein Begriff in Mass Effect 1 immer mal wieder. Also bei irgendwelchen Basen oder so, irgendwelche Artikel, so. Es war halt nie zentral im Mittelpunkt, aber es wurde da auch schon häufiger erwähnt, glaube ich. Wahrscheinlich kann man auch schon wissen, wer genau das so ist, aber ich weiß es nicht. 1600 Geld. Schön. Ich mag Geld. Kopf weg. So, warte mal. Überlastung, keine Ahnung. Ich weiß, bestimmt müssen wir das auch ganz oft machen, wieder für irgendwelche Trophäen. Heute am Ende des Streams werden wir auf jeden Fall mal die Trophäen angucken. Das ist klar. Morgen Zelda wird auch cool. Da werden wir schön die Tauschquests fertig machen. Wahrscheinlich. Also erstmal ein bisschen Story, dann Tauschquests fertig machen. Das wird sich auch lohnen. Verrat mir nicht was, aber du wirst dafür wirklich was Cooles kriegen. Nein, nicht nur ein Herzteil, keine Sorge. Nicht so lame wie bei Wind Waker. Da bekommt man was Cooles. Geld zum Beispiel. Gut, sind jetzt auch nicht so wichtige Beiträge hier, ne? Einfach nur, ja, das Projekt geht gut voran oder es gibt Probleme, aber wir konnten sie lösen, Punkt. Offensichtlich hat's funktioniert, sonst wäre ich nicht hier. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Ach, ist doch alles unwichtig. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Frau wirkt unsympathisch. Aber schlafen würde ich mit ihr, ja. Dachte sich 2012 Junge wohl auch. 12 und 13. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents.
You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Erstmal negativ, sie war eine I left a Rassistin. friend to die that day and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Oh, da kann ich sogar direkt laufen. The elusive man is waiting for you in the other room. I wouldn't keep the elusive man waiting. Okay. Entspann dich, Brudi. The elusive man is waiting for you in the other room. Was konnte ich gerade tun, ne? Irgendwas... Oh, Panzerungssprint. Ausrüstung modifizieren. Oh, okay. Informelles Aussehen, ja. Kann ich das ändern? Ach, cool. Oha. Der N7 Hoodie, Alter. Okay. Kein Helm. N7 Helm. N7 Atemgerät. Aufklärungskapuze. Okay. Ah, hier haben wir noch nichts frei, ne? Material. Interessant, dass man das ändern kann. Ich meine, es ist basically nichts anders so, also ein bisschen mehr glänzt. Die Farbe. Ja, stimmt, die Farbe kommt mit. Stimmt, ich hatte mir damals, glaube ich, dieses tiefe Rot gegeben, was ich irgendwie echt schick finde. Ich glaube, das nehme ich auch wieder. Lila, nee. Hier passt Lila dann wiederum. Wobei? Ne, ich nehme dieses Rot wieder, wie früher, glaube ich. Das fand ich echt cool. Das dunkle Rot. Hat was. Oh. Und hier. Ah, nee, es braucht keine zweite Farbe. Irgendwie irgendwas Neutrales. Grau? Grau fühle ich gerade ein bisschen. Muster. Tarnmuster. Man bringt nicht so viel im Field, glaube ich. Allgemein ist es vielleicht nicht die klügste Farbe, sage ich mal. Für eine Schlacht. Aber ist ja egal. So. Das Blaue aber auch sexy. Frühstück war nice, aber zu wenig. Habe ich gerade informeller Aussehen? Nee. Sonst könnte ich einfach in so einem Kleid rumlaufen einfach. Das habe ich dann, wenn ich mein nächstes Date mit Liara habe, auf jeden Fall. Ja, ich muss mal gucken, ne? Wir müssten Liara eigentlich hier wieder daten können, denke ich. Sollte klappen. Wenn ja, ziehe ich es auf jeden Fall durch. Ich sehe übrigens meinen eigenen Audioausschlag nicht. Das macht mich ein bisschen nervös. Jetzt sehe ich ihn. So. Fällt mir nach über einer Stunde, nach fast einer Stunde auch mal auf. So, Elusive Mann. Dann wollen wir mal. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back?
We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Ich würde genau mehr Fighting sowas a war Cerberus. doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Warum gedreht hier auf einmal? If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Is this a volunteer job or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Pling! Schon wieder. Story Pling. I guess. Was ist da mit meiner Fresse los? Das ist aber nur die Schatten und die Beleuchtung hier, oder? Die so ein bisschen abdreht. Ja. Verschwindende Kolonisten untersuchen. Und nach Freedom's Progress. Ganz wie Codex. Wieder alles lesen später. Hahaha. Der war gut. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Wofür steht denn genau Cerberus eigentlich? Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Ich bombe sie noch, keine Sorge. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Der wird bestimmt mehr reden hier. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Federschatten, Codex-Seiten. Yes. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? You're a good man, Jacob, but you might be working for the wrong people.
Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Ist Cerberus so ein bisschen so eine Privatarmee? That's all for now. Yes, ma'am. Naja, wahrscheinlich gibt es keinen richtigen Begriff, um Cerberus zu beschreiben. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich hab's vergessen. Jacob. Also ich wollte gerade noch sagen, ja, ich habe die alten Ratsmitglieder umgebracht quasi. Oh, Mission erfüllt! Jetzt noch mal eine Missionszusammenfassung. Shepard zusammen mit Agenten Taylor und Lawson Angriff auf Anlage entkommen. Anlage durch Fernzündung zerstört. Also wirklich nur mal so einfach nur in Stichpunkten. Shepard is back. Okay. Boni importieren. Sie haben die folgenden Boni erhalten, weil sie einen Charakter mit Stufe 51 in der Massewechsel importiert haben. 2000 Erfahrung. Start bei Stufe 3. 130.000 Credits. Element Zero, Iridium, Palladium, Platin. Vorbild und ein bisschen abtrünnig. Oh, ganz schön viel abtrünnig, ey. Was habe ich getan? Naja. Halt der M100 Granatenwerfer. Und Geld. Okay. Pling. Nee. Na dann, auf nach Freedom's Progress. Gekleckert. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. And we've got no target to go after. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Cerberus hat zusätzliche Waffen zur Verfügung gestellt. Das ist nett. Erstmal umgucken hier. Die Standardwaffen. Nee. Aber diesmal können wir uns auf jeden Fall ein bisschen waffentechnisch ein bisschen besser ausleben. Okay. Die Waffe, die abgebildet war, habe ich gar nicht. Fake. Jetzt klingt mir mehr so nach so einer Standardwaffe erstmal hier. Uiuiuiui. Doch eher die. Ja, mein Stil. Okay. Ja, gehen wir mal voran, würde ich sagen, ne? Let's fucking go. Schon, ne? Einfach gegangen. Ja, wahrscheinlich wurden sie wirklich indoktriniert, ne? Und sind einfach weggelaufen. Irgendwo hin. An irgendwelche Ripan oder so. Ich weiß es nicht. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Was heißt denn jetzt strange? Du hast doch schon ein paar von den Kolonien gesehen, oder nicht? War es da nicht dann wahrscheinlich genauso? Ah, auf Linkstick drücken gibt mir quasi so ein Ping, wo ich hin muss. Schön. Was steht auf dem rechten Stick? Auf dem rechten Stick ist das gleiche, okay. Ich möchte gerne einfach nur nachladen, danke. Meine Güte, ey. Mein Aim ist so Katastrophe. Ja.
Loki-Mech. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Schon 4 von 15 Codex-Einträgen, die wir für eine Trophäe brauchen. Mal gucken, ob wir da... Ich will die ganze Zeit laufen, rennen mit dem Stick, ey. Ist halt das Normalste von der Welt, mit dem linken Stick zu laufen. Jedes Spiel macht das so. Gute Spiele. Und deswegen denke ich das die ganze Zeit. Ja, nee, egal. Ersatzteile. Aha. Erstmal hier schön Medikits mitnehmen. Oh. Man kann sie einzelne klonen, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie 2 passende Symbole gefunden haben, wählen Sie sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Ah ja, so war das ja, richtig. Zack, zack. Cool. Wäre das Minispiel jetzt das letzte? Einfach, wenn man nur Simon Says spielen muss. What? Oh, hallo. Was ist denn für einer? War ein Hund, Alter. Ein Hund, Mac. Ich werde wahnsinnig. Stop right there. Praza, you said you'd let me handle this. Wait. Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes. Ja, optionale Nebenaufgabe. Weapons down. Die hier gerade ausgedingst wurde. Definitely Commander Shepard. Cool. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. Ja, das war gerade ja die personenbezogene Quest, die wir in Teil 1 gemacht haben, die halt natürlich absolut optional war. Das wurde jetzt gerade erwähnt. I nearly died, Geil. Cerberus spent 2 years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me, it was money well spent. Perhaps we can work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Victor. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Okay. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Ach, Tali, ich mag dich. In dem Teil kann man, glaube ich, auch mit ihr nudeln, aber jetzt habe ich mich schon Liara verschworen. Damn. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. Ja. Schon gesehen, Spiel. Kann ich auch mit L3 machen. We're compromised. This should scramble their systems. Hey! Nochmal Nahkampfangriffe. Kreis, ne? Aber die Gut. Aber die Trophäe haben wir jetzt zum Glück schon. Sehr angenehm.
Julio. Prazza ungleich Pizza. Besser als der Pokémon Tali. Den kenne ich nicht. Verletzten Kill. Ja. Keiner. Details. Ich liebe es. So. Aber hier dürfen wir nicht mehr einfach so ballern, weil es gibt Munition. Auch wenn Munitionsmangel hier keine Sache ist. Aber, ne? Rein chiropraktisch natürlich möglich. Ups. Was kann sie eigentlich so? Alter, Warp-Geschwindigkeit mal wieder. Überlastung ist eigentlich auch nice. Überlastung ist hier geiler. Mach mal. Gleich tot. Überlastungsspezialist, da hat man es gesehen. Oh Gott. Aber jetzt hat man wenigstens immer schön den Progress, der da gecheckt wird. Und sieht halt, wenn man... Oh Gott. Und sieht halt, wenn man wirklich auch erfolgreich was eingesetzt hat. Das ist schön. Ah, guck mal, bei Ziehen gibt es nichts. Also Ziehen scheint unwichtig zu sein. Ziehen. Siehst du auch im letzten Teil anders. Wie ist denn das da nochmal? War das nicht die Singularität? Ich glaube. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Meiner Telly ist mir gesagt, weil sie mir vertraut. Weil ich Teil 1 mit ihr durchlebt habe. Na, wie hoch ist schon die Chance, dass ich fucking Tali hier einfach ist? Und dann auch aus unterschiedlichen Gründen, quasi. Nicht, dass sie das gleiche Phänomen erforscht, sondern einfach so... Ja, mein Bro ist hier auf seiner Pilgerreise. Und irgendwie, naja... Wollte ihn mal besuchen, so in etwa. Nice! So, warte mal. Überlastung. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Holen wir wieder zu verschiedenen Wegpunkten nach. Ja, stimmt, sowas gibt's ja auch. Da gab es schon Teil 1, aber ich noch nie benutzt. Gut, machen wir es fürs Tutorial einfach mal hin, ne? So, hier. Take point, Shepard. We'll cover Da the geht door. einer hin. Und da geht der, die das andere hin. Oh. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. One son of a bitch. Overlord will take out their Okay. Warte. Überlastung. Überlastet ihn mal ein bisschen. Was habe ich eigentlich? Blendgranate. Ach ja, da war ja was. Kann ich... Ah, ich kann das... Warte mal. Ach so. Ah. Nee, warte mal. Schock. Ein bisschen... Ich kann R1 und L1 zuweisen, quasi, wenn ich nicht gedrückt halte. Ergibt Sinn. Warum ist Sturmangriff auf Dreieck? Und das kann ich nicht umlegen. Das ist ein bisschen weird, weil ich würde halt gerne die Heilung wieder... Würde ich halt wieder auf Dreieck gerne haben. Oder ist es was anderes? Einigkeit. Sturmangriff. Ah, Sturmangriff ist einfach so eine passive Fähigkeit scheinbar, dass ich immer ein bisschen stärker bin, Fragezeichen. Keine Ahnung, Mann. Bin nicht viel. Brandmunition. Warte mal, dann hätte ich das gerne auf R1. Brandmunition, das kann ich hier nicht auswählen und das dann auf R1. Jetzt einmal hier. Zack. Oh Gott. Ja, okay. Habe ich verstanden. So, jetzt müssen wir die dickeren Geschütze hier auspacken. Auch wenn ich nur noch einen Schuss davon habe, aber ist egal. Bam!
Geh weg. Autsch. Oh oh, ich glaube, ich sterbe gerade. Ich bin tot. Ah! Erstmal klarkommen. Ich hätte gerne eine bessere Waffe, ein Sturmgewehr oder so. Nicht so ein Blödsinn hier. Hat er jetzt die Tastenbelegung wieder umgeändert, der Sack? Ein bisschen weird, dass ich jetzt, naja, keine Ahnung. Muss ich extra ausrüsten, aber es macht es irgendwie nicht anders. So ganz check ich das noch nicht, aber ist egal. Ich würde gern. Hallo, Ziele. Was war das denn? Ich habe anvisiert, aber er wollte nicht. About that one. About that one. Mein Gott, das braucht man mal lange, ey. So, hat sich gelohnt. Nehmen wir jetzt mal den hier. Die ist ganz gut für den. Ich würde mich halt... Mann Gott, ich würde mich halt gerne wo ran ducken. Was ist denn los? Jesus. Das ist der erste Gegner. Was ist da los? Ich habe das Gefühl, im Spiel ist es einfach besser, einfach nur stumpf raufzuknallen. Das hat wahrscheinlich mehr Erfolg, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwie versuche, Tastenbelegung zu ändern. Wandmunition, keine Ahnung, ob das gut ist. Warte, ich hab's andersrum, bitte. Bin ich verwirrt. So, Blendgranate, ne? Im letzten Teil war auf Viereck die Granaten, aber da muss ich ja jetzt nachladen. Okay, die Gesundheit kann ja gar nichts, Alter. Dankeschön. War doch nicht so schwer. Meine Güte. Wo muss ich hin? Da. This should come in handy. Munition für schwere Waffen. Mhm. Ihr könnt sich das Forschungsprojekt Kollektoren Sturmgewehr jetzt leisten. Aha. Okay, so bekommt man neue Waffen. Rezepte suchen quasi. Gott wett. Hier nochmal. Das. Na gut. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Stimmt, es gibt ja diese... Ja, stimmt, diese Vorbildlich-Aktion jetzt immer. Ab und zu mal. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person.
They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. Ganz schön lange brauchst du. Swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Sie sollten mitkommen, Tali. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich zwinge sie mal nicht zu irgendwas. Also, traumatized sowieso. and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the Collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The Collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the Collectors. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Oh, yeah. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the Collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready.
Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Oh, jetzt kann ich hier... Oh, okay. Fangen wir am besten Where's an. Liara Tisoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Oh ja, die Archangel-Geschichte. Oh, die ist so geil. Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Hmm. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Tja, Tali haben What wir. about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. Spoiler, sie sind verfügbar. Hmm. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Ich hatte ein gutes Team. Nochmal von vorne, Don't worry bitte. about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Die Normandy SR2. Ich werd verrückt. Ist das Elon Musk? Ja, ich glaube Elon Musk das wird bald Elon Musk sein, auf jeden Fall. Wenn er da in seiner Glaskapsel vom Mars sitzt. Und die Weltpolitik steuert. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Ratata. Geil. Mission erfüllt. Wir müssen einen wissenschaftlichen Leiter rekrutieren, um dieses Upgrade herstellen zu können. Aha. Sure. Iridium. Ja, das war einmal kurz weggeschlossen, ist Joker wieder da. AKA Marshall aus How I Met Your Mother. Zumindest im Deutschen. Stimmt, ne? Marshall. Marcel aus How I Met Your Mother. Marshall ist echt ein lustiger Name irgendwie. Marshall Mathers, der Dritte.
Leon ist rückwärts. Noel. Krass, wusste ich auch noch gar nicht. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. And without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. Oh nein. The crew like to refer to me as Edie. Edie. Ach, Edie in Teil 3, Alter. How about I became a human being? Oder ein, na, was heißt ein Mensch, aber das wird noch wild auf jeden Fall. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Alles klar, Cortana. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Dass mein Name rückwärts auch ein Name ist mir tatsächlich durchaus bewusst. Ich lebe mit meinem Namen schon seit fast 24 Jahren, also habe ich das auch schon mal mitgekriegt. Und das ist Weihnachten, das ist auch Papa Noel, ne? Das wäre voll lustig, wenn ich am 24. Juni geboren worden wäre, was quasi genau der weitestmöglichste Wegpunkt von Weihnachten ist. Ja gut, mit Februar, also egal, so theoretisch. Und dann quasi das Gegenteil, also Leon, das wäre lustig. Ja, ich weiß, wie ein Raumschiff funktioniert. Ich war in Teil 1 schon hier. Ihr Aussehen verändern, naja. Das Nötigste, würde ich sagen. Den Professor, ja. Das wird dann wohl auch die erste Station sein. Morden. Das ist ein cooler Typ, der Morden. Ich glaube, der ist mir halt, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen Spoiler ist, wenn ich hier schon so was erzähle. Yeoman Chambers. Yeoman ist nicht ein Name, oder? Das ist hier auch eine Bezeichnung, glaube ich. Kenne ich aus Star Trek. Ja, die 10 Folgen Star Trek, die ich in meinem Leben gesehen habe. Mein Name rückwärts heißt Nailimixam. Klingt gut? Oder Xam. Sam und Sam. Ist auch ein Name. Glaube ich nicht so ganz dran, aber okay. Huch. Oh, Map. Öffnen wir mit dem Stick. Wer hat das denn ausgedacht? Oh Gott, das wird 1000-mal passieren. Ja, es gibt am Ende des Spiels, ich finde das übrigens sehr erstaunlich, ich hoffe, ich kriege das hin. Es gibt am Ende eine Mission, die auch nicht ohne Grund die Suicide Mission genannt wird. Ich glaube, oder Höllenfahrtkommando, was auch immer. In der halt ganz viele Teamkameraden verrecken können. Und es gibt halt eine Trophäe dafür, wenn halt keiner verreckt. Und das möchte ich natürlich schaffen. In meinem Let's Play habe ich es nicht geschafft, da sind mir 2 Leute verreckt. Und ich glaube, Morden war einer von denen. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir dieses Mal behalten dürften. Deck 2. Sag es nicht. Naja. Auf jeden Fall, ja. Haben aber diese Trophäe halt für alle, die ist irgendwie bei 60% oder so. Das finde ich total krass. Was ist da los? Also wir werden ja nachher nochmal sehen. Vielleicht hatte ich da auch falsch geguckt, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal das... Haha! Ich habe vor ein paar Tagen mal PSN-Profiles durchgeguckt davon. Und da sind die Prozentzahlen ja auch andere. Also da gibt es auch so eine andere Prozentzahl. Die Prozentzahl der PSN-Mitglieder, die quasi die Trophäe haben. Aber ja, sollte also nicht so schwer sein eigentlich. Aber man muss schon ein bisschen Sachen bedenken auf jeden Fall. Ich glaube, das ist keine so, von wegen, man muss alles im Spielverlauf richtig machen, sondern man muss wirklich nur innerhalb der Mission alles richtig machen. Man muss halt die Positionen richtig verteilen, der einzelnen Charaktere. Und da hilft halt ein Guide. Und dann sollte das eigentlich ohne Probleme klappen. Aber naja. PSN-Mitglieder. Also PSN-Profiles-Mitglieder meine ich. Also, man muss seinen Account da ja einmalig registrieren quasi.
Und dann bei 30% sind wir sehr viel höher, weil natürlich nur Leute ihren Account da machen, die auch Trophäenjäger sind. Oder zumindest ein bisschen mehr Trophäen holen, so wie ich. Naja, gut. Welche Prozentangabe ist das? Ist eine Profiles oder Playsee? Ich meine halt die Playsee. Also wenn ich jetzt hier Menü anmache, ist die glaube ich bei 60. Wollen wir gucken? Ne, gucken wir nachher. Zumal jetzt irgendwie, warte mal, ist gar nicht da, ne? Ah, hier. Ne, da. Wollte sagen, schon 14%, was? Komm, gucken wir doch nach. Während der Selbstmord-Kommandos am Leben. Das ist die Trophäe. Und bei was liegt die? Oh, 53%, okay. Aber ist trotzdem sau viel. Finde ich. Dafür, dass man das halt eigentlich relativ leicht verpassen kann. Na, über kann ich hier mit Edi reden? Ne, ich hasse Edi. Kann mich mal. Tech-Labor. Ja, da kommt bald jemand hin. Aber das Schiff ist jetzt auf jeden Fall größer. Oder zumindest kann man jetzt mehr erforschen hier. Was ich ganz nett finde. Quartier des Captains. Gehen wir mal dahin. Okay, daran richten die Prozente. Jupp. Ich gehe mal auf PSN Profiles. Tu das. Oh nein, ich habe Edi angemacht. Oh Gott, das war ein Fehler. Oh, man kann sich auch Fische kaufen in dem Spiel. Ich erinnere mich. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal. Also das für ein Bild von Jahre, Alter. Voll blushed face. The fitting yard workers called it the loft. Süß. Ehrenmedaillen. Ah, okay, jetzt haben wir nur die Trophäen. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff. Kehren Sie den aktiven Dienst zurück. Steigen Sie die Kolonie Menschen gegen einen Angriff. Sie untersuchen das verlassene Alien-Schiffes ab. Das Omega-4-Portal. Oh, voll hier Spoiler schon. Ja, ich glaube, deren Attentäter. Oh, Archangel oder Archangel ist glaube ich ausgesprochen. Attentäter. Die biotische Gefangene. Ah, ich weiß, wer das ist. Die Justikarin, keine Ahnung. Ich werde ja auch auf jeden Fall auch ein paar neue Gesichter kennenlernen, weil ich habe ja damals im Let's Play ohne DLCs gespielt. Weil ich ja damals das Konzept von DLCs einfach noch nicht kannte. Und da fehlten ja wirklich einige Charaktere. Aber hier in der Legendary Edition sind ja alle schon mit drin und das wird cool. Oh Gott. Okay. Da kann ich nur das hier wieder ändern. Diese Outfits, ey. Aber dieses Outfit kennt man dann auch irgendwie. Also sahen manche Leute in Teil 1, glaube ich, aus. Das sieht so bescheuert aus, aber ich finde es irgendwie sympathisch. So, wie sehe ich denn jetzt damit aus? Ich laufe wirklich so rum. Das ist so falsch. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich laufe damit rum, Alter. Richtig hier die Schlabberklamotten. Typ. Geil Hoodie hier rumlaufen. Ach, schön. So, hier haben wir dann auch sowas wie, wir kriegen nämlich auch E-Mails in dem Spiel. Teamstatus. Oh ja, das sind einige. Warum kann manche aus, wie manche nicht? Info. Ah, der Professor, Archangel, der Warlord, die Gefangene, Jack, ja genau, die hatte ich im Kopf. Dr. Okia. Das ist der andere Kroganer, man kriegt nämlich 2 Kroganer. Kazumi, das ist auf jeden Fall ein DLC-Charakter, glaube ich. Wer ist hier noch? Der Veteran. Zaid, das ist glaube ich auch ein DLC-Charakter. Wie viele das einfach sind. Fucking hell. Outfitwechsel. Okay. Jacob hat keinen Outfitwechsel, natürlich. Ihre Upgrades überprüfen. Über Upgrades. Mhm. Oh Gott. Man hat hier so viele Nachrichten, die man jetzt lesen könnte. Huch. Okay, alles gut. Als gelesen markieren, achso. Treffen mit Kazumi Goto. Shepard, wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebe in Kazumi Goto auswendig gemacht und sie überreden, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur weniger haben hier von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Zahlen und Informationen geht es sie unerreicht in ihre blablabla. Bla, sie ins Citadel. Okay. Citadel, hey. Jetzt Vorfall bei unserem da. Ja, ich lasse es mal so. Ich habe keinen Bock, das alles zu lesen.
Abschlussstätte der Normandy gefunden. Oh. Das klingt auch nach DLC-Mission oder so. Forschungslabor. Eine mit Said vereinbart. Anderson, Alter. Die schreibt zu der kommen. Ja, schon cool. So, hab jetzt alles gelesen. Sehr schön. Neue Codex-Einträge. Achso, war falsch rum einfach. Guti. Kampfinformationszentrum, da waren wir gerade. Mannschaftsquartiere, Maschinendeck. Gehen wir mal hier hin. Tablet ist 6 privat, aber man muss sich da dann einen Account machen? Ne, eigentlich nicht. Muss eigentlich nur quasi einmal da in dieses Feld, wenn du da oben rechts bist, deinen Account eingeben und Update User machen. Ich habe mir irgendwann mal einen Account gemacht, aber ich habe die erste Zeit lange ohne einen Account das gemacht. Aber seitdem sieht man dann halt auch, welche Trophäen man hat und so. Schon ein bisschen praktischer. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. Hast du ein Problem mit mir? Commander Shepard, the hero of the Citadel. You Doch nicht. Aber mit irgendjemand hast du geredet. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Do you have everything you need? I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some Nettes quality Kleid. ingredients. Oh shit. Und die PS anschalten. Ich hätte auch immer noch nicht den Sinn von PS Profiles, aber egal. Ich muss irgendwann mal angucken. Dann verstehe ich es bestimmt. Naja, es ist halt einfach, keine Ahnung, angenehm, um dir zum Beispiel deine eigenen Trophäen in Spielen anzugucken, übersichtliche Liste zu haben, was du im Grunde natürlich in der PlayStation auch hast, aber hast es halt am PC, wenn du, keine Ahnung, da bist. Plus hast halt Guides zur Verfügung. Direkt, kannst dich mit anderen besser vergleichen, was weiß ich. Ist halt auch nicht notwendig, aber ich finde es halt ganz cool, da zu gucken. So. Change your about me to this code via Account Management. Ah ja, stimmt, das hatte ich auch mal irgendwie, ja, als ich mir den Account dann gemacht habe, ja. Muss man dann einen PS machen. Ja, stimmt. Ist nicht Account machen. Doch, ist Account machen, genau. Aber das muss man eigentlich nicht. Also ich habe das irgendwann dann halt gemacht, weil ich mir dachte, ja komm, ich benutze das ja regelmäßig, dann mache ich mir jetzt mal so einen Account. Okay, habe das mit Update gefunden, aber finde ich keine Trophäen. Weird Champ. Naja. Ja. Macht die Quest wahrscheinlich eh nicht, aber egal. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Nö. I won't take any more of your time. Back to work. Mal gucken, ich glaube, hier gibt es aber auch keine Trophäe so im Sinne von, hey, erledige den Großteil der Mission oder so, sondern, keine Ahnung. Ich glaube, sowas gibt's hier nicht. Ganz angenehm. Was ist das Edi wieder? Hey, Dr. Chakwas! Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Ja gut, dass ich mir keinen Account machen muss. Nee. Ja, wenn du halt, verdammt, das ist ja vollkommen fein. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Ich habe ungern unnötige Accounts, so viel auch kein Vollgas mehr. Stimmt, muss man jetzt irgendwo mit verbinden, ne? I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Passt schon. I'll see you later, Doctor. Hast so gute Arbeit geleistet, das letzte Spiel. Wo ich nie mit dir geredet habe, weil du mir echt egal warst. Das passt schon. Access to the AI core is restricted. Okay, da komme ich wohl später hin. Ein bisschen die Normandy erkunden hier. Was ist hier so los? Wo ist Miranda eigentlich? Frage ich mich. Was ist hier nochmal? Hier war ja eigentlich damals immer das Mirandas Büro. Ja, wenn wir vom Teufel reden.
Ja, hier kann man auf jeden Fall noch bumsen, aber machen wir nicht. Nee, warte mal, Miranda-Bums war woanders. Ja, Maschinenraum. What can I do for you? Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Interesting eigentlich. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. We keep our ranks and structure similar to the Alliance. A lot of our recruits started there. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. Ja, gute Sache eigentlich. Ja gut, der Rest ist mir immer egal. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Ihre Hotness hat also einen What Grund. level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic Gruppenzwang, den ich mir abilities are selbst also very auflege. advanced. Damn, son. For a Tu es human. nicht. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. It sounds like you were John designed to be Shepard. perfect. Jane Maybe, Shepard. But I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Sie Of course, zerbricht Commander, whatever you need. unter dem Druck, so perfekt zu sein. Tiefgründig oder so. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ah, ich freue mich auf das Spiel. Es wird so geil. Okay. Crew Quarters. Crew Quarters. She's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Wow. My family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. So, das war die Tür. Redet ihr mal weiter, ich will euch nicht stören. Woman's Restroom, da fühle ich mich wohl, I guess. Glaube ich. Was ist das für Duschen, Alter? Einfach nicht mehr Privatsphäre hier. Eine Toilette? Ne, 2. Was ist das denn? Hier sind ein paar mehr Leute auf dem Schiff. Das ist eine furchtbare Toilette. Okay, auf die Männertoilette? The starboard observation deck is closed until needed. Nö. Hat er auf der anderen Seite, Live Support. Darf ich hier rein oder werde ich jetzt verprügelt? The women's restroom is on the starboard side of the ship. Okay. Wollen wir mal gucken, wie es da drin aussieht. Die Pissoirs da drin? Nö. Das war genau das gleiche, nur gespiegelt. Faszinierend. Doch, ich rauche jetzt. Okay, viel Spaß dabei. Maschinendeck. Maschinendeck ist, glaube ich, echt nicht so spannend gerade dabei. Ich habe OBS minimiert. Wie lange ist die schon fast 2 Stunden? Eieiei. Hälfte rum. Ja, nee, noch nicht ganz. Schnell mal Codex-Einträge abholen. Oh, hier irgendwo chillt Jack dann später. Das weiß ich auch noch. Techniker Donnelly. Die ganzen No-Name-Charaktere, mit denen rede ich halt echt nicht. Die ist mir halt egal. Man muss ja auch nicht übertreiben hier.
Ja, ich häng fest. Da wird halt später ein bisschen nervig, wenn man dann halt nach den Missionen wieder mal mit allen Charakteren redet, so wie man es kennt. Ziemlich genau, hier steht die dann, glaube ich. Man halt wirklich diesmal durch diese ganze Normandy laufen muss, um alle Charaktere zu finden. Es sind so viele. Aber es wird schon gehen. Wir kriegen das hin. Okay. Auch noch dicht, alles dicht. Dann wollen wir mal. Gehen wir mal auf unsere erste Mission. Ich glaube, es sind nämlich auf deutlich mehr Missionen, logischerweise die ganzen Charaktere, aber sie sind dann, glaube ich, auch ein bisschen kürzer. Ist halt nicht so wie letztes Mal, wo dann gerne mal ein Planet halt den ganzen Stream eingenommen hat. Was? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Ms. Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Nenn mich Jane. Ach nee, warte mal. Man kann den Namen modifizieren, also lieber doch nicht. Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Nö. That'll be all. I'll be here if you need. No-Name-Charaktere. Sind mir scheißegal. Für mich alle mal. Was willst du, Joker? Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Okay. That's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. Ja, man kann immer nur einmal die Stunde aktualisieren, ist ein bisschen dumm. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, such a downer. Geil. Ja, was soll ich gerade sagen? Erst wenn die neue okay, keine Ahnung. Ja, es geht halt immer nur einmal die Stunde. Du kannst halt auch ein Premium-Mitgliedschaft da irgendwie für Geld, glaube ich. Und dann kannst du es öfter. Wer macht denn sowas, ey? Bullshit. Ich sehe mich schon nächste Woche. Ich habe jetzt Premium. Nein. Die einzige freiwillige Premium-Mitgliedschaft, die ich habe, also freiwillig im Sinne von, wo es auch eine Gratis-Variante gibt, ist Letterboxd. Meine Film-Tagebuchseite. Die Seite finde ich so toll, dass ich da wirklich mal Geld in die Hand genommen habe. Aber auch nicht viel. Jahresabo für 70 Euro, glaube ich. Weiß ich gar nicht. So. Oh, alles hier bei Omega, okay. Oha. Genau, jetzt fliegen wir nämlich auch hier mit so einem Schiff. Nee. Minispiel, könnte man sagen. Ja, so viele Trophäen sammelt man innerhalb einer Stunde ja jetzt eh nicht unbedingt. Ja, das stimmt schon. Massenportal. Hier kommt man dann, glaube ich, raus aus dem... Stimmt, es gibt auch mal Treibstoff. Oh Gott, ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Egal. Gut, erste Mission, würde ich sagen. Umlaufbahn anfliegen. Omega. Ach ja, stimmt. Omega ist ja die neue Citadel quasi. Omega, Bord von vollständig aufgebaut ist so bla 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 bla. Let's go. Aktualisiere ich mal fresenjunge. Für das. Habe ich wahrscheinlich Mass Effect 2 Trophäen jetzt, 2 Stück oder so. Man kriegt auch mal ein schönes Ranking für die Trophäen, die man hat. Da habe ich ein E-Ranking gerade. Es ist halt auch mal ganz nett, dass die halt so, glaube ich, auch von Seltenheit ausgehen. Also, keine Ahnung, Last of Us mit seiner Prozent habe ich wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein C-Ranking oder so. Weil niemand mehr Trophäen hat gefühlt. So, ja, wie man sieht hier, das Level-Up-Ding ist deutlich weniger als im vorangegangenen Teil. Sehr viel weniger Punkte zu verteilen. Aber macht ja nichts. Was die E-Rank bei Astro dabei, aber auch ein Scheißspiel.
Ja gut, bei denen werde ich wieder automatisch Stufenausstieg machen. Bei den Randoms. Sind echt nicht viel, ne? Aber ich glaube, da kommen noch ein paar hinzu, ein paar Punkte. Aber bei mir natürlich werde ich mal ein bisschen gucken. Munition, Brandmunition, Rang 2, brauche ich, okay. Dann gehe ich auf jeden Fall erstmal hier drauf, damit ich hier schön die freischalte. Das braucht wahrscheinlich Rang 2 wieder, ja. Headshockwelle erstmal ein bisschen benutzen, glaube ich, bevor ich es level. Wobei ich ziehen schon haben will, eigentlich. Ein harmloser Kapsel erhöht ihren Waffenschaden, reduziert die Aufladezeit von Kräften, erhöht ihre Vorbildabtrünnig-Punkte. Klingt eigentlich echt sexy, nehme ich mal fast von. Ach komm, nehme ich hier einen schon mal. Ach komm, nehme ich beide, scheiß drauf. Dann kann ich schon mal ziehen, ist auch nicht verkehrt. So, Blendgranate kann mich eh mal. Ja, ganz nett, ich gehe darauf. Nach dir haben 19 andere alle Kleinlinge in Rayman 3 HD befreit. Hm? Cool. Ja, sowas ist halt auch immer ganz cool zu sehen. Keine Ahnung, kannst du sehen, wer hat die Trophäe zuallererst bekommen, wer hat die Trophäe zuletzt bekommen. Ich habe übrigens mal geguckt bei Infamous 2, ne, wegen den Online-Trophäen. Ich hatte ja schon erwähnt, ne, die haben in diesem Jahr wirklich viele Leute bekommen, kannst du ja selber nachgucken jetzt mal. Aber da gibt es auch irgendwo da gibt es ja auch Foreneinträge und so, kannst du ja auch mit anderen Leuten reden. Und da stand dann irgendwo, dass diese Server halt nicht mehr online sind, beziehungsweise so ganz sporadisch online sind. Das ist super weird wohl. So ab und zu mal da und dann ein Großteil wieder nicht. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, steht da ja Verbindung zu den Servern fehlgeschlagen. Deswegen habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass ich nicht mehr alle Trophäen bekommen kann. Aber gucken wir mal. Müssen wir, wenn man auch alle Trophäen öffentlich hat. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. Chill, Brudi. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Jo. Map. Aber dann hat man jetzt eine Schnellauswahl für die Map. Das ist eigentlich ganz nett im Gegensatz zum letzten Teil. Ja, schön. Irgendwie so. Kriegen wir hin. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal eben... Oh, Said, das ist er ja schon. Das nächste Gruppenmitglied, ich werde verrockt. Ich würde gerade mal ins Tagebuch gucken. So, dann haben wir... Och, Alter, haben wir viel Missionen. Leck mich am Arsch. Ja, Dossier, das sind die ganzen... Leute, ist der Rat. Obwohl der Rat schon früher eher... Okay, was soll ich dafür machen? Soll Citadel fliegen? Okay. Pff. Die Kollektoren aufhalten. Ist eine Aufgabe auf jeden Fall. Ariette Loac. Ein paar Aufträge haben wir auch schon. Unter der Normandy. Overlord. Und die beiden haben wir gerade eben bekommen. Schön. Ich rede mal hier direkt mit Said, würde ich sagen. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy. Sieht ein bisschen aus wie Geoff Keighley. Willkommen an Bord.
I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission Die scheinen sehr viel Geld zu haben. business, but your elusive man can move a lot of credits. Well, Good to have you, Zaid. We have a lot to do. wie unspektakulär. That's what they tell me. Ist ein DLC-Charakter, ne? I assume the elusive man told you about our arrangement. Oh, oder auch nicht. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Elfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Okay. Lel. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erst mit eine Mission machen und dann ist er erst rekrutiert, hm? Machen wir später. Hallo. Afterlife, da sollen wir hin. Gehen wir da jetzt auch direkt hin oder gucken wir uns das mal um? Was haben wir denn hier noch so? Wir werden sowieso irgendwann überall hinkommen. I'm pretty sure about that. Und dann gehen wir erstmal. Stimmt, die stehen ja alle Schlange. Richtig dumm. Ich auch zufällig. Hallo Garrus. Ach nee, warte mal, du bist nicht Garrus. Ansicht von Omega. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Wer bist du? Du hast so eine Funktion, wenn du hier so in der Ecke stehst. Nö, wie lame. Man kann keine Quali einstellen heute. Tja. Mal was ganz Neues. Kann ich meine Waffe eigentlich zücken? Ne. Ja, komm, wir gehen direkt rein ins Afterlife. Wenn mich Geil, sind ja wieder die immer beschreiben, wie sie gerade reden. Mag ich. I expected you. Okay. Wer bist du? What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. Okay. Was war das denn? Ist das der echte? Der echte mit den Löchern drin oder so. So, Stripclub. Nice, sieht genauso aus wie der aus Teil 1. Fast. Wie ist der nochmal? Koras Nest, genau. Flasche Brandy kaufen. Oh. Ah, das ist jetzt, was die Alte will, ne? Ja. Ey, Barmann, mix mir was zusammen. So am Gestikulieren hier. Imagine, ich dürfte das. Du darfst gerne strippen. Jetzt. Ich mag es gerade, wie das so komplett ohne Dialoge abläuft. Und ich scheinbar auch nichts bezahlen musste.
Warum auch nicht? Naja. Anton Hofreiter. Ja, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen hier das Ambiente genießen. Okay, bin im Inlandskanal. Erstmal gucken, ob du da wirklich bist, aus Interesse. Nein, ist er nicht, okay. Ich würde nicht reingehen, keine Sorge. Also keine Sorge, ja. Oh, ist ja schon hier. Hups, ich wollte mich umgucken. Stand still. Von wegen. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. I am the law. I'm Jane Law. Haha. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck with Arya. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you? I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. How do I get to him? If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why is everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic, but he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Ja, passt schon. Sounds like I don't have much time to waste. You've got all the time in the world. Archangel? Not so much. Okay. Sich den Söldnern anschließen. Mit einem privater... Okay.
viele Aufgaben auf jeden Fall. Ja, was machen wir zuerst? Wir werden hier so beides in einem Abwasch erledigen. Wenn wir jetzt schon mal auf dem Planeten sind oder der Raumstation. Passt das schon. Also mal gucken, wie man da jetzt am besten hinkommt. Söldner Anwerber ist doch hier um die Ecke. Dann gehen wir da hin. Ich habe bei Kens Bergungsgut rechts eben erstmal mit Burger irgendwas gelesen. Kens Burgerladen. Wo geht's denn zu den Quarantänezonen? Keine Ahnung. Naja, dann machen wir erstmal das andere. Ah. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? Well, aren't you sweet? You're in the wrong place, honey. Strippers' quarters are that way. Wow, not even a smile. So you're here to fight then? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Ja, passt schon. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Mies, aber vielleicht das Beste für ihn. Es sind die kleinen Taten oder so. Zum Transport haben. Ein bisschen nervig sind diese ganzen Einblendungen da recht schon. Aber sie helfen auch. So. Wäre es noch schön, wenn das jetzt auf der Karte irgendwo markiert wäre, wo ich hin muss. Also 10 von 10 weiß ich das nicht. Aber Transportdepot ist ja die Sache, ne? Ja, stimmt. Transportdepot wird mich dann auch zu den Quarantänezonen sicherlich bringen. Ich wollte gerade rennen mit dem Stick. Der Planet ist sehr rot übrigens. Ich wollte es mal so gesagt haben. Rot, lila, irgendwie sowas. Aha, jetzt hast du einen Auftrag für mich. Beziehungsweise jetzt... Ja, okay, jetzt bringst du mich wohin. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. Archangel, ah, das ist so geil. Yay, wer könnte es sein? Ich habe es vorhin eigentlich schon gespoilert, aber egal. Wir tun nur mal ein Geheimnis. Oh, Said ist schon dabei. Na denn? Probieren wir doch mal aus. Und sie, weil Jacob ist schwarz und den möchte ich nicht dabei haben. Ah! Oh, hallo Said. Ich kann dir noch Punkte geben. Der ist halt neu. Der ist der Charakter, ich kenne ihn noch nicht. Machen wir mal das, damit er alles freischaltet? Oder muss auf Rang 3 sein? Achso, weil ich keine Punkte mehr habe, aber es ist freigeschaltet. Okay. Passt. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. You guys have a plan? A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in. Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy,
so the infiltration team can sneak in behind him. That's goddamn suicide. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. In's gonna be easy. Out's gonna be a bitch. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Said ist sowieso wild. Mit seinem... Da weiß ich gar nicht genau, was für ein Akzent das eigentlich ist. Britisch, irisch, irgendwie sowas. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Danke, Edi. Oder so. As the first wave goes in, infiltration team Nachricht an Tarak. Archangel by surprise. Okay, bringt mir das irgendwas? Datenpad abgeliefert. Datenpad bei Aria abliefern, okay. Sorry, habe jetzt nicht gelesen. Das ist alles optionaler Kackscheiß. Welche Tür gehe ich jetzt? Hallo? You're in the wrong place, freelancer. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. When did the blood pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Whatever, ich gehe einfach. Passt schon. Ja, komischer Kleinkrieg hier zwischen den Gangs ist mir eigentlich scheißegal. Was sind das für Viecher hier? Die sind neu, die kenne ich nicht. Bloodpack-Schütze, ja gut. Finden Sie passende Codesegmente. Finden Sie den Code, der zu dem Code in der linken oberen Bildschirmecke passt und wählen Sie ihn aus. Vermeiden Sie rote Codes. Finden Sie alle Paare vor Ablauf der Zeit, die jetzt probieren zu hacken. Okay. Also. What? Ich hab gar nichts gedrückt. Okay. Das da. 3 Reihen lila. Wo ist 3 Reihen lila? Also wenn ich rote berühre, dann sterbe ich, okay. Hallo? Da, danke. Und noch 2 Reihen lila. Das da. Das da. Okay. Die spannende Minispiele. Naja, hält sich in Grenzen. Die Parameter neu konfiguriert. Perfect. It'll be hostile if they activate it. Achso, wir sabotieren die jetzt hier auch so ein bisschen, ne? Ergibt ja irgendwie Sinn. Die wollen Archangel ja tot sehen, aber wir eher nicht so. Warte mal, wo bin ich jetzt? Wo komme ich jetzt wieder zurück? Ich komme nicht mehr zurück, oder was? Was ist das denn? Oder kam ich aus dem Gang mal? Achso, von hier kam ich wahrscheinlich, ne? Oh. Hoppala. Erstmal hacken. So stellen wir Hacken auch in echt vor. Mein Gott, was ist denn hier los, ey? Wie viel Hacken hier?
behaupten, der Weg hier ist optional so ein bisschen. Ah. This looks interesting. Bei Waffendaten, es wird echt Zeit, dass ich den hässlichen Motherfucker bekomme. Damit ich die ganzen Waffen auch mal herstellen kann. Aber das kriegen wir hin. I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, lady. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. I'll be right back. Good luck. Black. Voll Krieg hier schon, ey. Kafka? Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kinda stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Where did I put that Omni tool? So mal ich da hätte tun können. Archangel doesn't have much time left. What the hell are we waiting for? Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Incoming. I'm going in. Pio, 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 Pio. Oh, ich treffe einfach nicht den Mann. Ich bin so schlecht. So. Vitaldaten von Archangel. Oh, oh. Oh. Ich weiß nicht, ob das klug war. Ich habe einfach geballert. Ich habe den roten Dings und dachte mir, okay, fein. Bam, bam, bam. Jetzt habe ich revealed. Das ist natürlich scheiße. War jetzt nicht das Klügste, was ich je getan habe. Egal, wir kriegen das hin. Huch. Ich wollte die eigentlich auch nicht abknallen. Aber gut, jetzt brennst du halt. Archangel? Oh yeah. I thought you were dead. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. You okay? Been better, but it sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. You nailed me good a couple times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Oh, ich habe sie wirklich abgeknallt. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems?
It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Ja. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. If we fight as a team, we'll hold them off. You're right. Their numbers won't help them in here anyway. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything. Oh yeah. Ich habe keine Sniper, ich hasse mein Leben. Lalala. Hey, jetzt sind es die Vitaldaten von Garrus. Schön. Gnadenlos. Oh. Wow. War das Aria? Sah er so aus. Aria Stark. Oh oh. Hier sind auf jeden Fall welche durchgekommen. Muss noch ein bisschen aufpassen. Kommen gleich vielleicht hinten rum. Jetzt hier schon irgendwo? Nee. Was war gerade Vindicator Kampfmaschine? Bisschen weird, dass die Lebensanzeige erst auf einer bestimmten Distanz angezeigt wird. Aber ich aus der Entfernung schon Schaden machen kann. Warte mal, was ist das hier? Mein Kommentierer können diese Waffe jetzt benutzen. Oh, okay. Schön. Gut, dass ich ihn nicht benutzen kann. Aber freut mich für Said. So, warte mal, ich kann ja auch mal ein bisschen hier, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. War es Überlastung, was ich einsetzen musste? Ich weiß es nicht mehr. Das kann er. Metallbunkschuss. Schockfälle. Ich werde das mal wieder auf R1 setzen. Okay, das hat nicht viel gebracht. Die Schockwelle jetzt wieder. Alter, die geht wieder, die Schockwelle. Man kann die viel schneller benutzen. Als im letzten Teil. Hi, passiert es dir auch immer, dass du beim Zähneputzen auf dich, deine Kleidung oder den Boden spuckst? Ja, actually schon. Nicht immer, aber häufiger, ja. Ist ziemlich anstrengend. Nighty night. Ich habe die Munition gesehen, muss ich mal schnell holen. Und eine Truhe.
Ja, ja, ist okay. Die kriegen wir platt. Aber ich kein Bedenken. Meine Güte. Das Sniper-Geräusch des Masswerk ist aber auch ikonisch, ey. Aber dieses... Aber wo sind die Dullis? Stehen natürlich scheiße. Oh. Schon tot. Ich muss Fähigkeiten benutzen. Ich muss die Trophäen alle sammeln. You want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. Hast du gerade die Zähne gewusst? Das habe ich mir fast gedacht. Oh oh. Moment, wo bin ich jetzt? Ja, stimmt, wir haben den ja gemanipuliert. Am I right? Ja, der funktioniert aber gar nicht. Also schon, aber nicht so gut. Schockwelle bringt nichts auf Distanz. Got that fam. Sturmangriff. Ja. Ganz checke ich das nicht mit der... Naja. Hier, friss. Okay, so funktioniert der Sturmangriff. Ich habe mich schon gewundert, warum das Sturmangriff heißt. Ich dachte, das wäre einfach so ein passives Ich werde stärker Ding. Er wird teleportiert. Das war ja lustig. Hat mir gefallen. There we go. That one hit. Ach, das ist sogar unser Kumpel hier. Kriegt jetzt ordentlich Ladung Schrot ins Gesicht, würde ich sagen. Ganz viel Muni, die ich nicht mitnehmen kann. Okay. Dein 200 IQ-Command ist falsch. Oh, stimmt. So klug. Ja, im Zweifel, weißt du, bei mir bedeutet auch 200 IQ, das ist eigentlich, ich bin dumm. Oder so. Warum auch immer. IQ ist richtig, ja. Das ist so ein typischer Fehler. Mich wundert es überhaupt gar nicht, dass ich sowas mal wieder verkackt habe. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got blood pack and blue suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Let's split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Kein Problem. Said ist halt ein guter Kämpfer, ne? Aber Garrus halt auch. Randa ist halt eher so Biotik-mäßig. Dann lasse ich...
Ich lasse sie mal hier, Miranda, stay with Garrus. Keep him alive. damit die so ein ausgeglichenes Team haben und ich hier auch. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. Okay. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Kriegen wir hin. Jetzt habe ich nur noch einen im Team, aber ist ja nicht schlimm. Weil ich spiele nur auf normal, da sollte es kein Problem sein. Es stirbt Garrus nicht so schnell, falls es passieren sollte. Vitaldaten. Ja. Mehmet. Den nächsten Wunsch erfülle ich dir. Kaufe eine PS5. Zwei Optionen. Bogenprojektor ionisiert Ziele mit einem unsichtbaren Laser. Ausprobieren. Ah. Was die für Waffen haben, ist mir scheißegal. Warum kann ich die Avenger nicht tragen, Mann? Ist doch kacke. Alter, wie Said auf dem Bild aussieht, Hilfe. Das macht mir Angst. Egal. Let's fucking go. Get to the console and close that shutter before they can get through. Gehen wir mal zumindest diese Konsole hier. Commencing shutdown. Verriegelungsladen. Aua. Das tat weh. Wo, wenn ich fragen darf? Hui. Oh, okay, so fliegt das Ding. Bitte sag nichts, was anatomisch unmöglich ist, danke. Hätte mir mal die alten Kollegen gesagt, PS5 kaufen ist anatomisch unmöglich. Ja, verstehe ich. Ja, man wird noch einige Kollegen aus den anderen Spielen wieder treffen. Genau zu sein, alle außer einen. Wenn ich mich nicht täusche. Hier bitte. Hui. Klingt jetzt echt nicht so viel eigentlich. Aber egal. Alter, ein Waren. Die gab's auch in Teil 1. Oh Gott. Duck dich, Bitch. Oh, das ist schlecht gerade. Okay, das habe ich verdient. Den Tod habe ich verdient. Weil der eine tot ist? Nee. Ich meine schon tatsächlich von den Überlebenden. Die eine vor allem ist ja gestorben bei mir. Wenn dann. Ja, die werden wir natürlich nicht wiedersehen. Boff. Sieh, wie lustig der Angriff. Hallo Hundi. Ich arbeite dran. Nahkampf im Mund? Kein Problem. Oh, eine Rüstung. Bloodpack, Krieger in Bloodpacks. Wenn du deine Band, ja. Deine Gang einfach Bloodpack nennst. Das ist falsch. Und damn. Alter, wie schnell man kloppen kann im Spiel. Wie schneller als in Teil 1. Geil. Sympathisch. Bam. Pling. Gnadenlos. Ah, es sind glaube ich jetzt... Ich glaube, es ist die Legendary Edition Trophäe. Also für 1000 Gegner killen.
Ja, ich arbeite dran. Der muss noch eben weg hier. Habe ich keine Ruhe. Wortwörtlich weg. Autsch. Der ist tot. Was? Hey, das wurde resettet oder so. Duck dich doch dran, Mann. Jesus. Wie lange ist Stream ich schon? Fast 3 Stunden. Stream gleich vorbei? Nein, ist nicht. So, jetzt habe ich die mal kaputt gemacht. Bastard. Fällt mir alles nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich heilen mit Dreieck. Ich will da wieder heilen haben. Also der Nahkampfangriff ist voll fett, aber trotzdem. Trotzdem möchte ich das andere wieder haben, bitte. Duck dich ran. Duck dich hoch. Danke. Ich arbeite immer noch dran, Garrus. Leider sind hier zu viele Gegner. Hätte ich mal Miranda mitgenommen, hm? Nochmal plingen, Soldat ist tot. Oder war das die Legendary Edition? Ich habe keine Ahnung. Jesus. Oh, was passiert hier gerade? Hilfe. Warum krieg ich das gerade nicht geschissen? Was ist hier los? Ich brauche halt Healing. Das Selbsthealing. Wo muss das hin? Ich glaube halt, hier kommen unendlich Gegner. Also viele Gegner zumindest. Also dann ich schließe halt die Laden vorher. Hier bin ich mir von der Seite ein bisschen annähere, vorsichtig. Das hat auch nicht so funktionieren. Der hat die Fresse gerade von ihr. Was ist denn? Warte mal. Ich hab doch Einigkeit. Ich kann das wirklich nicht einsetzen. Ich kann das nur auf andere einsetzen. Geh mir voll auf den Sack. So ohne Scheiß. Ich werde mich doch wohl irgendwie selbst heilen können in diesem Spiel. Piss dich! Im Moment wieder tot. Mann, ich kann halt nicht... überall Kanten, wo man hängen bleibt. Meine Fresse. Junge, was ist das gerade? Ich raff's nicht. Ich raff das Problem gerade nicht. Alter. Als ob da so ein Ficker neben mir war. Was ist gerade los? Holy shit. Jesus. Warum zeigt mir nicht die Richtung an? Oh, Garrus, wenn du mir noch einmal erzählst, ich feuere dich. Das sollen wir mitmachen bei uns.
Coole Kamera. So mit dem Fanblock da im Weg. Keine Money mehr, verfickte Scheiße. Was? Der heilt sich, der Bastard. Ich weiß, Garrus. Wie? Hier sind zu viele Gegner die ganze Zeit. Die sich auch nicht die ganze Zeit selbst heilen. Ich check's nicht. Mach ich irgendwas falsch? Letztes Mal ist es nicht zugegangen dabei. Okay. Danke. Geht doch. Meine Fresse. Meine Güte. Jetzt geh doch rüber und hol dir die Munition, du Bitch. Junge, ich raste aus. Die Waffe ist halt auch Gülle. Ich will eine bessere Waffe. Mal gucken, ob ich die eigentlich schon aufrüsten kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, sowas wie die ganzen Mods und so aus Teil 1, die gibt es hier nicht mehr. Zum Glück. Wenn niemand das mochte. Natürlich ist er ein Pyrotechniker, Alter. Ich kam halt nicht mehr. Ich habe nach rechts gedrückt die ganze Zeit, damit ich wegrenne. Und es ging nicht. Alter. Hätte er nämlich die Mission gerade von hinten. Was ist das denn? Ich irgendwie unterlevelt dafür? Was ist hier los? Muss ich die andere Tür? Ne, ich muss die andere Tür nicht nochmal machen. Deine Mutti ist fast leer, Alter. This'll put him down. Kann ich während des Übergleitens ballern? Nee. Wie mich das wieder fast gekillt hat. Bastard, Alter, geh doch weg! Jesus! Oho. Alter. Said könnte auch mal herkommen. Alter, der drückt mir so hart. Geh rüber, du Bitch! Toll. Er ist geplatzt. Lecker. Kopfjäger. Ein hässlicher Ficker. Ich erinnere mich gerade an die. Ich glaube, man muss die, wenn ich glaube, die Dinger zerballer, was er hinten dran hat, dann platzt der, richtig. Hätte ich mir ein bisschen einfacher machen können. Bedienst du bitte das Pad. Du bleibst zurück. Oh. Okay, da bin ich selber dran schuld, tatsächlich. Junge, Junge, Junge. Get back here, Shepard. We're coming in through the doors.
rip them to shreds! Watch my back. I'll deal with Archangel. Natürlich. Das ist alles sehr ungünstig. Oh ja, den habe ich auch noch. Erstmal hier, zack, möchte ich bitte machen. Huch. Das ist eine Scheißwaffe. Die stressig. Hab Muni gesammelt. Schön. Garrus! Alter, er ist einfach immun dagegen. Doch nicht. Ich habe ihn einfach tot gefinisht mit dem Ding. Geil. Tot gefinisht. Glaube ich. Aber irgendwo ist wohl noch was. Doch nicht. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Get your head down! Damn it! I thought I took that thing out already. What? Achso, ich dachte, das wäre irgend so ein mega Kampfschiff, Ben Reaper. Huch, ich wollte eigentlich nie rüber, aber egal. Legionär. Süßer Legionär. Toter Legionär. Boah. Can't target them. Bam! So. Garrus mit seiner Sniper. Okay, ich glaube, der ist gerade tot geklippt. Die Reding von der Treppe hat ihn gekillt. Rest in peace, never forget. Das war der falsche Angriff, aber ist okay. Der Nahkampfzimmer so rein, ey. Wie ich in der Cutscene einfach ein Sturmgewehr hatte, glaube ich. Gebt mir doch endlich mal ein Sturmgewehr. Warum gibt ihr mir das nicht? Ich weiß nicht wie oder mache irgendwas falsch. Ihr könnt längst eins haben. So, doch, das Zimmer hat rein. Beschweren kann man sich da ja weniger. Ja, doch.
Hilfe, ich brenne. Weg. Hallo, Garrus. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. He is gonna make it. Aber ich würde gerne nochmal auf Omega. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch Morden clearen. Passt schon. Kampfgewehr Vindicator. Ja, aber nicht für mich. Tech-Schaden, Credit, Element Zero, was auch immer. Diese Augen. Archangel. Eine Trophäe will ich heute noch, nämlich die für Morden. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard. Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Some women find facial scars attractive. Mind you, most of those women are Krogan. Frankly, I'm more worried about you. I've heard bad things about Cerberus these past few years. That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Garrus, so ein Motherfucker. Im positiven Sinne. Ich merke schon, wie das Spiel ist schon so viel besser geschrieben als der erste Teil. Also, die Dialoge fühlen sich viel natürlicher an. Im ersten war alles mal so gestellt und so vornehm und hier, keine Ahnung, beleidigen sich auch einfach mal gegenseitig. Mag ich. Hallo, Jacob. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Okay, ich gehe gerade hätte ich noch mehr mit ihm reden können, aber es ist nur Jacob. Er ist halt wirklich nicht der Spannendste, aber ich finde ihn jetzt auch nicht schlimm. Also, er hat seine Daseinsberechtigung. Das ist fein. So, habe ich irgendwelche neue Nachrichten hier? Upgrades. Froh mich nicht zu Ach, das ist der, den wir gerade gerettet haben. Hey, er hat mir ihre Adresse gegeben. Wir haben uns im Afterlife Omega getroffen. Sie haben mich davon abgehalten, als sie dann so eine Agent erledigen wollten. Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken und erst ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gesehen, dass Agent fast all diese Söldner erledigt hat. Ich weiß nicht, wer sie sind, wie sie aus dem Leben rausgekommen sind, aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam mir den Blick vor. Kein Problem, ich hätte dich nämlich gekillt. Vom Cerberus Oberkommando. Berichten zufolge sind sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten, dass sie sich um eine Sache auf dem nicht weiter entfernten Planeten Lorek im Father-System kümmern. Sie kennen den Planeten nach einer Basis, wo Eclipse und Sonne für uns festhält. Sie müssen eigentlich eins anderes bitte orten können. Die andere relevanten Informationen. Das ist ein Geheim-Shepard. Okay, also noch ein neues Teammitglied scheinbar. Agenten retten, ja. Ja, habe ich gerade gesehen. Frau! Bin ich denn eigentlich dran noch auf Omega?
Mega Peace. Ich gehe mal in die Mannschaftsquartiere und rede nochmal mit den Leuten, aber ich gehe dann gleich sofort wieder zurück. Genau, gehen gleich sofort dahin wieder und dann wird sich noch Morden gekrallt. Was glaube ich nicht so eine lange Mission ist, aber ich weiß es nicht. Vielleicht doch. Wir haben ja Zeit. Alles cool. Okay. Ja gut, warte mal, das sind die Mannschaftsquartiere. Ich weiß nicht, ob Garrus hier überhaupt rumchillt. Der ist wahrscheinlich wieder unten irgendwo in einem Maschinenraum oder so. Da hinten. Verlässt mal. Stimmt, der ist hier, glaube ich. Ja, doch, der ist hier. Relativ sicher, ja. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought I'd seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we'd joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission. That's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? Didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs kicking the helpless. I formed my team to kick back. We weren't mercenaries. At least nobody was paying us. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I went back to C-Sec after the Normandy was destroyed, but with all the rebuilding at the Citadel, there was too much chaos for me to really help. Omega was filled with criminals nobody else could touch, and there was no red tape to slow me down. It was a perfect fit. People here needed someone to believe in, someone to stand up to the local thugs. That explains how you started. How'd you end up with a squad? Not too different from how you formed your squad to fight Saren, actually. You prove that you get things done, and people join up. Mercs who wanted to atone. Security consultants tired of playing by the rules. I gave them hope. And now they're dead. Shows what I know. How did those mercenary gangs take down your team? It was my own damn fault. One of my people betrayed me. A Turian named Sidonis. He drew me away just before the mercs attacked my squad. Then he disappeared. Everyone except me is dead because of him. And because I didn't see it coming. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sidonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Do you know where Sidonis is now? No. His trail vanishes after he leaves Omega, but I'll keep hunting. I lost my whole team except for Sidonis. One day I'll find him and correct that. Thanks for coming by, Shepard. I've got some things to take care of. Okay. Ja, ne, das wird dann wahrscheinlich seine Loyalty-Mission sein. Jeder Charakter hat ja quasi eine eigene persönliche Mission, die Loyalitätsmission, die wir auch alle machen müssen. Also, ich will sie machen, aber ich muss sie auch machen, damit man quasi am Ende halt alle am Ende überleben können. Grundbedingung 1 ist halt, dass jeder loyal ist. Und Grundbedingung 2... Warte mal, ich bin noch zu Miranda. Grundbedingung 2 ist halt am Ende der letzten Mission alle Charaktere richtig zu platzieren. Und vielleicht auch Said, stimmt, haben wir auch noch. Wo ist der? Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe.
But I report directly to the elusive man. Gut. And I'm here because he wants me to be. Gut, dass du nicht bei der letzten Mission sterben wirst. Commander. Maybe you should do the same for us. Aber auch nur, wenn ich dich richtig platziere im letzten Stream dann. I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Okay. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Talk about yourself like you're just a tool to be used. Oh, achso, das hatten wir schon. Father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in. Da kann ich skippen. Miranda. That's easy. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Coolio. Ist das ein... Ne, ist einfach nur wie so ein Pad. Manche Dinge in der Umgebung sind halt so Codex-Einträge und manche nicht. Ist ein bisschen weird, aber okay. Okay, wo könnte denn Said sein? Das weiß ich halt nicht, weil... vielleicht der Moments Restroom. Weil den hatte ich nie, den Kumpel. Blue Quarters nicht. Gucken wir mal Maschinendeck, ob der da irgendwo rumchillt. Ah ja, guck mal, hier kann man jetzt rein. Hallöchen! Wie geht's? Oh, interessant. Kann ich auch Toiletten angucken? Schade. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Okay. Wo ist die Müllpresse gerade? Innen wahrscheinlich. Okay. Spannend. Achso. Ja, einfach in den Weltraum schicken. Sehr gut. So läuft das. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. So you knew Archangel from before? Warum ist es hier jetzt keine Cutscene? Also kein... Knew a lot of men taking jobs to kill the son of a bitch. I never saw the point. You know, I wanted the same thing. A whole lot of mercs dead.
Hell of a sniper, though. And he kept himself alive with all the mercs in Omega after him. That ain't easy. I was trying to remember how many Cerberus operatives I've killed. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Okay, er ist ein kaputter Typ, habe ich verstanden. Ja gut, der hat nicht viel zu reden scheinbar. Aber muss ja auch nicht, ne? War ihm kein Vorwurf. So. Zurück nach Omega, würde ich sagen. Halten Sie X fest, um zu sprinten. Ich muss festhalten. Ganz, ganz fest an mich randrücken, die X-Taste. Ich muss quasi so. Dann renne ich. Oh. Nee, klappt irgendwie nicht. Muss das Ding hier nicht belegt? Was soll das? Fest, schnell und hart, ja. Ich komme hier rüber nicht raus. Gut, dann nehme ich halt das Kartenterminal. Ist doch kein Problem. Alles möglich, alles im Rahmen des Möglichen. Ja. Alter, Gareth safe. Da muss ich noch Punkte verteilen. Und wen nehmen wir noch? Nehmen wir ihn mit, weil er gerade nicht durfte. So, ich habe noch Punkte zu verteilen. Nett. Grüne Munition. Ja komm, mache ich das mal, damit ich die hab. Ist ja bestimmt auch nett. Mehr habe ich auch gar nicht. Du darfst mal Auto machen, Überlastung. Und du hast nichts. So. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Stimmt eigentlich dumm, dass ich ihn jetzt mitgenommen habe. Obwohl, die wissen ja nicht, dass er Archangel ist eigentlich, ne? Die haben ihn ja wahrscheinlich nie gesehen, sondern nur mit der Rüstung. Naja, ach, was weiß ich. Ob so durchdacht ist das Spiel an dieser Stelle nicht. Ja, die Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt hin? Weiß ich, to be honest, nicht so ganz. Said, der Preis der Rache. Das wird seine Loyalitätsmission sein. Der Professor, bitte. Quarantänesbruder. Begeben Sie sich in die Quarantäne und suchen Sie Mord in Cerberus. Dr. Okir. Ja, ich glaube, das ist der Kroganer, der andere Kroganer hier. Ach ja, das kann ich noch bei ihr abgeben, ne? Genau. Mache ich auch mal eben. Das Datenpad, was ich da gefunden habe. Bei Aria. Ja, hier sitzen sogar andere Leute, glaube ich. Ich glaube, wir waren letztes Mal anders. Genauso wie Rapture. Rapture vor dem Downfall. Aria has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind.
Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers. A Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. Den Patriarchen töten, das klingt auch gut, ey. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. Ja, komm, das war's. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job's done. Ich komme wieder. Good luck. What do you need? This data pad was on one of the mercs going after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Ja, brauche ich nicht. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Cool. Mini-Quest abgeschlossen, gar kein Problem. So, ich muss jetzt immer noch rausfinden, wo ich jetzt in diese Quarantänestation komme. Diesen Quarantäneladen oder was auch immer. Unteren Ebene. Da ist die Map. Muss ich mal wieder überlegen. Da Söldneranwerbung. Transportdepot. Ich versuch's nochmal über das Transportdepot. Gott, ich will die ganze Zeit rennen. Ich will die ganze Zeit rennen mit dem linken Stick. Weil ich bin so dumm. Dum, 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 dum. Said. Jaid. Aber für Said haben wir keine Trophäe bekommen, weil es gibt, glaube ich, für jeden eigentlich, den wir rekrutieren, eine Trophäe. Aber wahrscheinlich nicht für die DLC-Charaktere, weil es ein bisschen lame ist. Weil die wahrscheinlich immer nur irgendwo rumstehen, du sagst so, hallo, willst du dabei sein? Jo, und das war's dann. Hier kann ich gar nichts machen. Das ist belastend. Wie komme ich denn in die... Ich verstehe es nicht. Ich habe Omega auch ein bisschen größer Erinnerung, to be honest. Das war das vom letzten Mal, glaube ich. Lower Sections. Und da gibt es irgendwie mehrere Stockwerke. Shuttle zur Quarantänezone, da ganz unten. Oh mein Gott, das habe ich nie gesehen. Leck mich am Arsch. Okay. Raupe. Sorry, ich bin halt Pokémon-Fan. Ne? Was soll ich sagen? Hallo. And you, und jetzt müsst ihr so in die Kamera zeigen. Das ist quasi das gleiche wie auf der Citadel damals, nur andersrum. Die Leute, die nur die Menschen da am Rad haben wollten. Beziehungsweise an der Macht. Lustig. Privatwohnung. Oh. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're So, not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with Gerne the Mensch, der nicht plague. riechen kann. Richtig cringe. Wish him luck. Same. The area is still locked down.
Our orders are to wait until either the plague or the blue suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Noch nicht. A quarantine zone for a plague that kills Turians. Why don't we ever go anywhere nice? It's safer to stick with a squad who's immune to the plague. It's your call, Shepard. If you need me, I'm not going to let a cough keep me back. Kann ich wenigstens den anderen jetzt auswählen? Kann ich jetzt Jayid mitnehmen oder so? Krogana und Worcher regenerieren Gesundheit. Aha. Ich weiß nicht genau, was ein Worcher ist, aber ist nicht schlimm. Dann nehmen wir Ihmchen und Ihmchen. Ich denke, er hat keine Punkte, ne? Also ist eh nur die. Keine Levels. Mal gucken, gibt es eigentlich noch irgendwas? Was gibt es denn hier so? Gruppe. Da kann ich nur sowas bearbeiten. Tagebuch. Codex, Option auf Menü, ja. Inventar gibt es diesmal nicht. Sehr angenehm. Fotomodus, gibt es für eine Trophäe? Nein. Okay. Achtung, Quarantäne. Corona ist hier ausgebrochen, nice. Aber befällt ja nur Turianer. Hi. Apropos. Inventar in Grade 3, ja. Das ist eine Sache. Das hier in Mass Effect 1 gab es nicht so richtiges Inventar. Aber es war halt nervig. Ich bin ein guter. Was willst du? Kann ich die einfach abknallen? Wäre mies. Naja, unnötige Opfer bringen hier. Die nicht sein müssen. Unnötige Opfer, die nicht sein müssen. Das ist ein bisschen doppelt gemobbelt. Da macht ja nichts. Boah. Ich merke übrigens schon, wie richtig mein Kinn oder mein Unterkiefer weh tut. Weil ich heute viel damit gemacht habe. Weil ich heute unfassbar viel aufgenommen habe. Ne? Der Stream. Ich habe heute 4 Folgen GDA aufgenommen. Fertig aufgenommen übrigens. 71 Folgen werden es. Ja, ja. 2 Folgen Zelda. Das war wild heute. Heute war echt ein Aufnahmetag. Dafür bin ich morgen befreit oder so. Ich sterbe, weil ich mich nirgendwo anlehnen kann. Liebe alles daran. Guess they just left the dead in the streets. Plague control at its most basic. Pile the bodies in the street and burn them. Materialisches Opfer. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you.
he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Das sind Worte, die du auch nur sagst, wenn du fast stirbst. I will risk it if he can reach me. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press Asterix bei den Olympischen Spielen wird es nicht. Gut. Stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. I should go. Goodbye, human. Goodbye, human. Okay. Da war ich kurz ein bisschen gut und das ist alles gut. Bank Terminal. Hey, mal Geld klauen. Nice one. Geil, Alter, 5000. Geil. Okay. Ich geh jetzt mal hier rein. Hallöchen. Wie geht es denn so? Keine aufgepasst, was die anderen hier. Ne? Die nah beieinander, die Dinger, ist gefährlich. Ja, und das ist Diebstahl. Tja, alle. In genau 24,3 Minuten falle ich in einen endlosen Schlaf. Okay, viel Spaß dabei. Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Try to claw way out. Oh. Egal, sieht man das hier noch irgendwo? Nein. Gut, es geht an, wenn ich daran gehe. Ein cooler Effekt, gefällt mir. Dass die gestorben sind, genau, ja. Okay, dann sind wir fertig, dann gehe ich jetzt den anderen Weg. Schalalala. Na, bist schon tot? Ne, lebst noch, finde ich gut. Glaube ich. So viele Wege hier. Gefällt mir nicht. Warum sollte ich jetzt wieder woanders hingehen gerade? Ach, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Ping auch echt nicht gut ist. Was ist da los, ey? Alle so genau aneinander. Okay, du bist tot, dann darf ich dich ja ausrauben. Ich glaube, der Ping ist halt wirklich so, nicht Luftlinie, sondern so, wo ich jetzt gerade hin muss. Was zeigt er mir da an? Warum zeigt er mir jetzt da an? Rall ich nicht, weil da kam ich ja her und hier sind noch, ach, keine Ahnung, ich gehe einfach irgendwo hin, wo ich
gerade fühle. Gerade ein bisschen erschrocken. Krieg ich die Headshot-Trophäe heute noch? 5 Headshots muss ich noch schaffen. Ich bin tot. Ja. 3,5 Stunden schon. Naja, ja. Keine Ahnung. Stündchen oder so machen wir noch. Keine Ahnung. Wobei, das ist schon echt lang. Keine Ahnung. Du fühlst etwas. Das ist schön. Bin ich gerade woanders lang gelaufen? Ich glaube schon. Ach ne, ich bin wieder hier. Oh. Ja, das ist der Save Point. Das ist ja jetzt nicht. Guess they just left the dead in the streets. Blade control at its most basic. Echt? Es gab keinen Speicherpunkt? Oh Gott. Weil ich skippe meine. Ich nehme jetzt trotzdem alle Dinger nochmal, damit ich alle Punkte auch kriege. Ja, warte. Ich wollte gerade sagen, ich muss darauf warten. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. What do you wish to know? I should go. Goodbye, human. Sehr schön. Muss ich jetzt trotzdem alles nochmal machen hier. Ätzend. Naja. Passiert, I guess. Code-Hack beendet. So, was war hier jetzt? Nur das. Naja, hier waren die Dullis da hinten, ne? Die Dullis, ne? Die halt gestorben sind. Ich kann mir gerade nichts merken, Hilfe. So. Ich gehe jetzt mal schlafen. Ich bin mega dead. Danke für den Stream und beim nächsten Mal bleibe ich bis zum Ende. Bis morgen. Und einfach eine leere Nachricht. Nein, das sind die Mods. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass du nicht stirbst oder so. Viel Spaß beim Nichtsterben. Bis morgen zu Zelda auf jeden Fall. Hier liegt Muni, die ich dir mitnehmen kann. Piep, piep. Sag mir der Ping, ich soll da lang. Weird. Ich schaue danach. Okay. Ah, da bin ich ja gerade verreckt, ne? Nee, muss ich schon lang. Okay. Hack-Profi. Hack. Gemischtes Hack. Dann ist für mich jetzt. Ja, okay, 3 Stunden. Ja, immer mal gucken, wie lange ich noch mache. Einfach so lange, wie es halt passt, ne? Wie es halt passt. So, werde ich jetzt, glaube ich, mal manuell saven. Habe ich ja sowieso noch gar nicht gemacht. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ganz generell mal. So. Jetzt geht's ab für eine Mark. Überraschung! Humans, don't let them spread the plague. On target. Taking cover. My shields are down. Hey, hier ist noch einer. Noch ganz viele. Hui. Ich mag die Fähigkeit. Kling! Kopfjagd. Ich hab jetzt was geschafft. Muss ich mir jetzt selber Pling geben. Ist ja ätzend. Mep. This looks interesting.
Naja, gut, wir kriegen das schon hin. Ich habe ja bald die Professor, warum auch immer man den braucht. Ist ein bisschen weird, aber okay. Gegen wen kämpfen die da? Ja, Bloodpack gegen... Oh Gott. Das ist Omega für ein Drecksloch, Alter. Alles voll mit Gangs. Oh, er ist geplatzt schon wieder. Oh, der wird platzen. Batsch. Ja, ist schon lustig. Kommt da unendlich? Die Güllewaffe hier. Ich brauche neue Waffen, ey, ganz dringend. Das ist wirklich furchtbar, was ich hier habe. Eigentlich verstehe ich übrigens die Muni auch nicht, weil irgendwie, guck mal, jetzt habe ich hier wieder Schuss. Es verteilt sich irgendwie. Ich glaube, jeder hat die gleiche Munition, irgendwie ganz weird. Aber trotzdem können Waffen alle werden. Bisschen weird, aber okay. Wie gesagt, das ist so. Kann ich dagegen nichts tun, ne? Das ist nicht gut gerade. Man kriegt ganz schön auf den Sack in dem Spiel, Alter. Das ist schon krass. Ich will einfach nur dumm durchrennen, Mann. Hilfe. Looks like we're in Vorcha territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Ah, die Vorcha sind, glaube ich, die. Okay, die komischen Viecher, die würde ich mich gewundert, wer das überhaupt sein soll. Okay. Jetzt bin ich wieder voll mit Munition. Ist das richtig? Ja, das ist ja dumm. Naja. Immerhin können die Waffen nicht mehr so dumm überhitzen. Das ist angenehm. So. Wo auch immer ich hier hinkomme. All clear here. All clear here. Claire hier. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Überzeugt. Do you know a Solarian named Morden Solis? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Natürlich. Arschloch. Okay. Optionale Gespräche sind optional und gut.
Deswegen gehen wir mal weiter. Uiuiui. Ja, die Klinik. Sehr schön. Hallo. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Okay. Klinikaufnahme. Gordon's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Ihr wollt Bescheid wissen. Ah, ich will neue Waffen. Das ist furchtbar. Ich hasse alles. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Morden saved my life. I owe him everything. On our way here, we saw humans looting the apartment. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Professor, we're running low on epoxy. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Aha, da ist er. Hier noch irgendwas? Erstmal umgucken. Ganz wichtig. Jeden Loot mitnehmen. Man kann es gebrauchen. Sie können sich das Forschungsprojekt Cerberus Sturmpanzerung jetzt leisten. Okay. Was auch immer. Wir müssen einen Wissenschaftler. Ja, okay. Sobald Morde da. Ich glaube, ich werde dann wirklich jetzt die Morde-Mission fertig machen. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben, werde ich wahrscheinlich nur Zeit damit verbringen, mal meine Waffen und alles umzurüsten. Um mal zu gucken, was da so geht. Ich denke, das klingt nach einer guten Idee. Wie benutze ich Medigel halt, ne? Frage ich mich halt schon die ganze Zeit. Weil ich habe halt als Fähigkeit nur den anderen Bums. Dass ich halt irgendwie ins Team nur rein kann, aber nicht mich. Professor Morden Solis? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns, not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Hired guns, maybe. Looking for some. Relax, Morden. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Let's head for the environmental plant. War worth a try. Handkanone M6 Carnifex-Seiten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Okay. Cool. Oh, ich bin ganz nah vor der nächsten Trophäe. Wo war der Spind? Der war da hinten, ne? Am Eingang. Da. Ich kann mal gucken, vielleicht ist die Waffe ein bisschen besser. Aber ich kann ein Sturmgewehr ja immer noch nicht nehmen. Bisschen belastloso. Ja, die Kanone ist eigentlich fett, aber da ist die andere ja fetter. Kann man das irgendwo dann sehen? Haben die Werte? Anscheinend nicht. Warum auch immer. Weird. Ich glaube, ich werde mal kurz, warte mal. Ich ändere das mal wieder auf den Granatwerfer, der ist nämlich ein bisschen geiler.
Ach, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch in meiner Klasse als Frontkämpfer. Oder so als Frontkämpfer müssen wir eigentlich Dings tragen können, aber gut. Was weiß ich schon. So, wo muss ich jetzt lang? Ich muss eigentlich wieder raus, ne? So. Oder nicht? Ah, jetzt muss ich hier lang. Okay. Hier hat weniger Muni auf jeden Fall. Oh, bam, Alter. Das ist ein Diegel. Bam! Bam! So, du platzt jetzt schön. Die Waffe hat halt weniger Muni, aber die knallt halt echt rein. Aber da ich immer ziemlich unpräzise ballere, ist es vielleicht nicht die beste Option für mich. Alter, die Panzerung bricht halt so weg einfach. Oh, da fliegt jemand. Stimmt, ich muss Fähigkeiten benutzen. Betäubungsschuss. Wo bringen die so viel? Ziehen. Ja, das weiß ich auch, Spiel. Oh, oh, ach, daneben steht noch einer. Ah, Hilfe. Ja, ist nicht so geil, die Waffe. Also die zimmert halt ordentlich rein, aber ja. Ich habe halt wenig Muni und ich baller halt häufig daneben und das ist halt ein bisschen kacker. Also die Geschwindigkeit ist eigentlich echt okay. Also ich kann damit schon recht schnell ballern auch. Wenn ich da ganz viel Munition mittragen könnte, dann wäre superb. Dann würde ich mich nicht beschweren. Da kann ich, glaube ich, nicht. Nicht getroffen damit. Hier, mach mal. Zählt noch. Falls ich noch für die Trophäe brauche. Ich werde auf jeden Fall noch Trophäen gucken heute. Bleib mal das auch auf Screen mal gucken. Ich will auf jeden Fall wissen, was ich noch so brauche. Was ich beachten muss. Ja, ist nicht so geil auf jeden Fall, die Waffe, aber gut. Bräuchte Munition, das wäre nett. Zack. Und wieder Muni. Schon ein bisschen dumm, aber naja. Ja, ich weiß, wie das geht, Spiel. Upala. Upsala, Entschuldigung. Da hat und ganz viel grüner Text. Was steht eigentlich in den Texten? Bestimmt steht da irgendein Bullshit drin. What? War noch ein? Achso, es wurde zurückgesetzt, als ich es einmal so verkackt habe, glaube ich. Aha. Ja gut, das ist natürlich eine Sache. Achso, nur Geld. Okay. Okay. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, of the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. She's right. Doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility.
I didn't know such a thing existed. Die Batterianer hassen mich wirklich. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you, well, everything. Everything. Okay. Bist du zufrieden worden? Ich mag so, wie man die ganze Zeit mit diesem aber lol, Husten war. Up front. I've got him. Ja, danced, Alter. That was pretty. Easy. Ich sehe nicht gekommen, wie man wieder die ganze Zeit diese scheiß Fähigkeiten einsetzen muss. Ich dachte, es wäre diesmal nicht so schlimm wie in Teil 1. Aber hey, dann ist das halt so. Was wird denn das da? Ich treffe ihn einfach nicht, aber ich glaube, er ist eh tot. Raketenwerfer. Mies. Kriegt sogar ein Feedback, wenn man Headshots macht, ne? Das ist dann so, dieser Hitmarker ist dann so rot. Also es ist in ganz vielen Videospielen so, ich weiß, aber auch hier. Merke ich aber jetzt erst so. Jetzt sagt hier, da unten ist nur weiß. Jo. Cool. Gibt es noch eine Trophäe für mehr Headshots? Wahrscheinlich sogar nicht. Ich habe schon mal erzählt, dass sie die Trophäen halt wirklich auch vereinfacht haben im Gegensatz zum Original. Es sind halt fast immer die gleichen Trophäen, aber halt damals waren halt meistens sowas, so Kill-Trophäen viel mehr, also statt, weiß ich nicht, jetzt 30 Headshots waren es damals vielleicht 100 Headshots oder so, oder 150 oder was weiß ich. Genau wie die 25 mal Einsätzen aus Teil 1 waren halt in, waren dann im Original halt 100 mal Einsätzen, glaube ich. Oder sogar 150 mal, kann sogar 150 mal gewesen sein. Naja, das halt alles in einem Run schaffen, also gut geht natürlich. Aber es ist halt scheiße nervig. Oh ja, einer schreit hier noch. Ruhepuff. Warum ist jetzt 2 Wege nach unten? Ist das das gleiche? Ich denke schon, irgendwie, irgendwo. Ein bisschen. Ja, wahrscheinlich wäre ich jetzt irgendwo runtergekommen. Keine Ahnung. Die Wumme, ey. Bam, 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 bam. Moment. Bam. Es ist wunderschön, wirklich. Ich finde das wunderschön. Close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fans. Okay. Wir hitten die Fans mal auch manchmal. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What do the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Ah. Jo. Lass mal ein bisschen fliegen, die Leute.
Er kann auch nur Betäubungsschuss. Ja gut. Wer will den Betäubungsschuss? Ich glaube, ich habe meine Fähigkeit komplett daneben gesetzt, aber egal. Mhm. Kann ich hier noch runter, theoretisch? Kann ich sogar, ne? So ganz viele Sachen zu erkunden. Ach, keine Ahnung. Aber hier kann ich das schon machen? Ja. Wow, fliegt da lang. Ah, das ist immer lustig. Okay. Komm, Platz. Platz nicht. Traurig. Ach, das schön. Flächendamage, wenn der explodiert. Guck, sag ich doch. Also sind gerade alle zerfetzt, ich glaube schon. Okay. Ventilator 1. Dann wird Ventilator 2 auf der anderen Seite sein. Oha, hier los. Im Grunde genommen ist ja meine Fähigkeit auch schon fast so eine Art Heben. Ja, guck mal, sieht man sogar hier. Da sind die Fans an und da noch nicht. Wow! Rudi. Will ich es sehen? Nee. Jesus. Oh oh. Ist er tot? Ja, okay. Nein, ist er nicht. Oder doch? Jetzt ist er tot auf jeden Fall. Meine Güte, Jungs. Was soll denn sein gerade? Also wie man euch am besten platt kriegt gerade. Kannst du mal rausheben. Hätte ich daneben gesetzt. Hallo? Ich glaube, der ist gerade. Ich glaube, der ist nur verbuggt. Ich glaube, der ist tot. Boah, Jesus. Gute Muni wieder alle. Warte mal, ich habe doch auch Kryomunition und so einen Scheiß mal gekauft, ne? Eigentlich. Ich verstehe vieles hiervon immer noch nicht so ganz. Weil wo jetzt meine Kryomunition ist. Ach, was weiß ich, ey. Ja, so, das war der Tote. Der lebt nicht mehr. Nein, ich wollte gerade noch die Muni da mitnehmen. Oder das Geld.
systems engaged. Airborne viral levels dropping, patients improving, Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Achso, gehen kann ich jetzt quasi direkt. We're heading out. See you in the Normandy. Direkt zur Normandy. Ja, warum nicht? Dann macht es wahrscheinlich Klingen. Ganz viel Sachen. Die Kapazität. So, ich muss jetzt eigentlich mal hier. Jetzt habe ich ja die Fähigkeit, ganz viele tolle Sachen zu machen, glaube ich. Bling! Der Professor. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the elusive man's eyes. But this mission is too big for them to handle alone. The Collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne virus. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the Collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The Collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists. Need to identify, neutralize technology. Need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Okay. Kollektoren, Sturmgewehr. Wow. Oh Gott, da kommen ganz viele Nachrichten. Denken wir mal. Inferno, Panzerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Kann das Forschungsterminal im Labor zum weiteren Informationsseiten. Darum kümmern wir uns jetzt. Dass wir das mal alles machen. So, hier sind wir auch schon das Labor. Habe ich recht? Ja, da ist er. Upgrades, Forschungsterminal. Ah. Eieiei. Okay. So, was ist das denn hier? Waffen-Upgrades, Panzerungs-Upgrades, Prototypen. Ah ja, das ist der, den ich hab. Okay, da brauchen wir... Oder? Okay, das wird wahrscheinlich, weil wir den haben. Schrotflinte, bla. Schwere Waffen. Sturmpanzerung. Ich würde halt gerne wissen, ob die besser ist. So, das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ich würde gerne Werte sehen. Erhöht Schäde um 10%, Gesundheit um 10%.
Verhandlungsbonus, Schaden durch technische Kräfte, Sturmlaufgeschwindigkeit. Ne, nehmen wir schon das Cerberus-Ding, das passt schon besser. Ich stell das einfach mal her. Dann kriegen wir eine Trophäe dafür, dass sie zum ersten Mal was hergestellt haben. Ja, tatsächlich. Waffen-Upgrades. Sturmgewehr. Ich hätte halt gern das Sturmgewehr. Das geht mir also auf den Biss. Mann. Von dem her weiß ich nicht mal, ob ich das tragen kann. Das Ding ist zwar irgendwie, sieht fucking gruselig aus, aber scheiß drauf. Ich kauf's einfach. YOLO. Das ist ja Upgrades. Naja, die ich jetzt gekauft habe. Okay. Hier kann ich irgendwie auch Waffen upgraden. Ist ein bisschen weird, aber okay. Maschinenpistole. Die Maschinenpistole stinkt. Medigel, Kapazität. Tech-Schaden. Es ist alles ein bisschen verwirrend, einfach weil ich nicht weiß, was ich davon tragen kann und was nicht. Und wie das alles funktioniert. Das ist super weird manchmal. Ich kaufe mir mal Stufe 1, damit ich es vielleicht auch habe. Genau wie ziehen. Anscheinend muss man das erstmal Stufe 1 kaufen, wenn man es überhaupt hat oder so. Weiß ich nicht. Ich mir ein bisschen auf die Nudel. Ja, war eigentlich ordentlich geschafft. Jokas Rettung, ne? Ich würde halt gerne, warte mal, ich gehe jetzt mal in mein Dings hier. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier eigentlich gerade bin. Briefing Room, naja. Hier ist da, wo Jacob ist, ne? Ja, okay. Ah, okay. Ja, auch hier kann ich nichts nehmen. Das ist voll kacke, ich will ein Sturmgewehr. Rudi, Alter. Ja, hier habe ich jetzt Kollektion Sturmgewehr. Ja, viel Spaß damit, Garrus. Das war aber bei mir rüste ich mal wieder um, würde ich sagen. Weil ich finde die andere Waffe schon geiler. Was die Leute tragen, ist mir eigentlich sowas von Scheißdreck egal. Die haben alle das gleiche mitunter. Schon lustig. Ich will auch ein Sturmgewehr tragen. Voll doof. Jacob. Jetzt wenigstens eine bessere Rüstung. Kann ich die wenigstens tragen? Commander, you've received a new message at your private terminal. Ist okay. So. Bild von Liara. Ja. Privates Terminal. Ich kann ja auch hier schon mal die Dings lesen. Warum kann ich hier auch... Ich kann mich hier über Upgrades informieren. Das ist halt auch irgendwie weird. Teamstatus. Oh, er kann auch Outfit wechseln. Wäre theoretisch klüger, sich mal eine Rüstung zu holen, die nicht beschädigt ist. Sieht so weird aus. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, Rüstung der Gegner ist, glaube ich, keine Sache. Also der Gegner, der Mitspieler ist, glaube ich, keine Sache mehr tatsächlich. Deswegen kann man die wahrscheinlich einfach so umrüsten. Heilige Gesichtsnarben. Erweiterte Forschung bezüglich ihrer Gesichtsnarben angestellt. Die alte Binsenweise der Geist bezüglich den Körper ist wahr. Ja. Eine negative Einstellung für Haltungsweise lösen die kybernetischen Implantaten Anstellungsreaktionen aus. Während friedliche Gedanken und Mitgefühl den Heilungsprozess fördern. Genau. So wird das sein. Kümmern Sie sich um Garrus. Mein Ehemann gehört zu Garrus Team. Was? Gehörte. Achso. Ich dachte gerade, das wäre die Frau von Garrus. So, was? Ja, schön. Du siehst mich nicht. Cerberus Oberkommando. Achso, das hatten wir jetzt schon, ne? Genau. Krankenstall so ein Upgrade. Naja, stimmt sowas. Ja, sowas muss man, glaube ich, auch machen. So, Raumschiff upgraden und so.
Damit man auch am Ende die Hauptmission besser schaffen kann. Aber gut. Panzerung. Ah, guck mal an. Das sieht zwar übelst scheiße aus, das Ding, aber egal. Kann ich den Helm nicht mal absetzen? Das ist ja Scam, Alter. Dann zieh ich mich jetzt mal aus. Das ist so weird, dieses Outfit. Nach Gotterlei. Ja, wie alle bequemen Outfits hier sehen irgendwie ein bisschen weird aus. Das ist echt nur das Gechillteste einfach. Gerade dieser Hoodie. Die Musik ist mir auch etwas zu laut. Geh aus. Achso, jetzt kommt andere Musik. Schön. Ja, finde ich immer noch ein bisschen weird hier alles, aber okay. Was haben wir denn noch so für Trophäen bekommen heute? Archangel, den Professor. Was waren denn die anderen hier? 30 Humanität durch Kopfschuss. 50 Panzerungen in Brand setzen, aha. Durch Stürze Feuerschaden zum Schreien gebracht. Schießen die Labordämonen im Lebensforschungsprojekt ab. Teilen sich für eine Waffe alle Upgrades. 15 neue Codex-Anträge wird einfach einer. Damn. Entwickeln sie die beliebige Kraft weiter. Aha. Und jetzt ganz viel Loyalitätssachen hier. Das ist VI. Aha, irgendein DLC-Ding wahrscheinlich. Und ja, 1000 Gegner war das tatsächlich das eine, was ich geschafft habe. Das war tatsächlich sehr witzig. Das, wo ich behauptet habe, das wäre die Trophäe, war es nicht, sondern die ich ungefähr eine Minute später bekommen habe. Auch nicht schlecht. Naja. Gut, ich finde das alles ein bisschen scheiße, muss ich tatsächlich sagen. Hier mit den Waffen-Upgrades und so ist ein bisschen umständlich, ein bisschen nervig. Und ich will halt ein fucking Sturmgewehr. Das kann doch nicht sein, Alter, dass ich kein Sturmgewehr tragen kann. Wo sind wir denn? Naja. Wenn das Spiel das so möchte, dann ist das halt so. Da kann ja auch nichts gegen tun. Did you hear? Another colony went missing. Ferris Fields. Ferris Fields. Didn't Hadley have a brother stationed there? Yeah. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Ja, stimmt. Die Kalibrierungen. I'll be here if you need me. Ah, ich erinnere mich. Genau, das kommt, glaube ich, immer, wenn er halt einfach... Achso. Das kommt, glaube ich, immer, wenn er gar nicht reden will. Ich muss Kalibrierungen durchführen. Das ist, glaube ich, auch so ein halbes Meme geworden, einfach so. Ja, ist schon lustig. Aber warte mal, ich kann Dr. Chakwas ja das Dings geben, fällt mir gerade mal ein. Den Brandy hier, oder was man da haben wollte. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Alter, Jenkins, der am Anfang von Teil 1 direkt verreckt ist. Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. To Jenkins, to Presley, and to Williams. May they never be forgotten. Gute Trinkanimation. Oh, ich bin betrunken. Stimmt. Kamera bugged up. Wer liegt da? Ist das Chakwas? Ja, die muss jetzt erstmal runterkommen. Ja, ich bin ganz fit. Ich kann auch. Ich brauche nur. Ich habe alles für Kontrolle. Alles gut? Alle vielleicht? Alles okay. Okay, wieder nüchtern. Es wäre cool, actually, wenn ich noch irgendwo einen Codex-Eintrag finden könnte. Jetzt noch so die Trophäe und ich wäre einfach befriedigt des Todes. Aber okay.
Kann man nicht mit ihr reden von hier? Doch. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Man hat keinen Bock zu reden. Dann hat Jacob. Ich muss ja auch für die Loyalitätsmission mit denen genug reden, bis sie freigeschaltet werden, nicht wahr? Nevoir, mit Morden muss ich natürlich noch reden, ganz wichtig. Ja, warte mal. Geht ins Maschinendeck, da ist nämlich Yait, mit dem ich noch kurz mal eine Runde quatschen will, sofern er mich jetzt lässt. Und dann mit Morden und Jacob. Und ich denke, dann ist der Stream vorbei. Ja. Dann haben wir es geschafft. Ich wollte nicht mit Edi reden. Normandy's cargo deck. That's all for now. Logging you out. This mission takes me back. Wenn Get a die, knife stuck in the right way, and you can pull that plate right off a Krogan. ja, alter Mann, red ruhig weiter. It's the best way to get a Krogan to talk. The threat of it drives them mad. Bisschen weird alles, aber okay. Wobei Said ja schon seine Loyalitätsmission hat, ne? Wahrscheinlich liegt es daran. Sobald er fertig ist, kann ich vielleicht noch mit dem reden. Ich weiß, vielleicht kann man auch gar nicht mit dem reden. Ich habe keine Ahnung. Ist ja nur ein DLC-Charakter, ist ja nicht so wichtig, ja. Mit ihr sollte ich auch reden, hat der eine Ladescreen gesagt. His injuries looked painful. He's been through a lot, not just physically. There's something about him. I just want to hold him close and whisper. Same. I know exactly what you mean. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Okay. Ganz schön, dass man sich da mal gute Informationen wahrscheinlich einholen kann. Wenn irgendwas los ist mit den Crewmitgliedern und irgendwer was hat. Ja. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. Most of us didn't get a Cerberus rebuild. They outdid themselves with you. Ask for any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Okay. So, schon mal ein bisschen die Samen gesetzt oder so. Wenige Kapazität. Ich glaube, ich gucke da gleich nochmal so ein bisschen, ob man da nicht noch was findet. Bei den Upgrades, wo ich mal hier bin. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Burmire. Heard Kirihi died on Burmire. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Stellung halten, ja. Military bravado, jargon, chest pounding.
No offense. Oh. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Jo. So, ich gucke nochmal hier gerade. Waffen-Upgrades schon weg. Kann man das irgendwo sehen, so, wo dann steht, hallo, das ist übrigens nicht für dich die Waffe? Ich glaube halt nicht. Ich gehe mir auf den Sack. Komm, ich stelle es einfach mal her. Warum nicht? Also um 1. Wie benutzt man das denn? Das ist halt aber noch die Frage. Schiffsverbesserung. Oh ja. Also die werden wir auf jeden Fall alle hochballern müssen. Oh Gott, brauchen wir dafür viel. Aber das kann man erfarmen, ne? Wieder den Planetenkarten und so, wenn man da rumfährt. Kann ich mir das einfach nur angucken? Sehr weird. Ja, aber wo kann ich die hier denn upgraden? Traumamodul. Einigkeit hat ihre auf volle Gesundheit. Okay, klingt gut, aber halt. Kostet nur 500, nehme ich. Alter, habe ich da jetzt wieder irgendwas Neues? Nee. Komm, ich hab das Geld. Dann gönne ich mir das jetzt einfach. Scheiß drauf. Die Menüführung ist hier tatsächlich nicht so geil, finde ich. Muss aber mal sagen, wie es ist. Ah, hier hinten schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ach so. Ah, ach so, natürlich. Ich glaube, ich habe gerade irgendein neues Upgrade freigeschaltet. Kann das sein? Durchdringung, ja. Ach, keine Ahnung. Ist ein bisschen weird. Ja, kann ich sonst noch irgendwas tun hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mit Joker reden. Ne, Joker stinkt. Wenn Daten Codex-Einträge sind, dann hier irgendwo. Ja, aber er war 14 von 15. Das ist richtig belastend, ey. Naja, beim nächsten Mal werden wir den auf jeden Fall kriegen, gar keine Frage. Aber dieses Mal dann wohl nicht. Aber gut. Lohnt sich ja nicht, noch länger hier rumzudümpeln. Dann würde ich sagen, speichere ich jetzt ab. Da schreibt diesen Spielstand nochmal schön. Und sage dann danke fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ich werde die Trophäen jetzt mir doch nicht mehr angucken. Schon ein bisschen spät. Mache ich gleich schnell mal offscreen. Einfach nur ein bisschen Überblick zu hatschen, aber sonst reicht das dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben oder so. Aber ja, gut. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich finde das das Waffen- und Panzerungs-Upgrade-System hier ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich zu dumm bin. Aber das ist halt irgendwie so unübersichtlich. Ich weiß halt nicht, okay, kann ich diese Panzerung tragen? Ja, nein. Kann ich... Okay, Panzerung ist, glaube ich, nur für mich. Kann ich diese Waffe vertragen? Ja, nein. Upgrades, wo benutze ich... Achso, das wollte ich noch gucken. Stimmt. Eine Sache, die ich noch gucken will. Steuerung. Vielleicht ist hier ja irgendwas von wegen... Ne, ich will einfach nur die... Linkshänder. Ich will einfach nur die Steuerungsbelegung bitte sehen oder so. Gameplay. Man sieht's nicht, okay. Ich kann es auch nicht auf meinen schnell... Ja gut, dann halt nicht. Ich check das mit Medigil halt nicht. So, weil ich kann es irgendwie nicht benutzen. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich finde das schon raus. Guti, dann sage ich jetzt aber danke fürs Zusehen. Mir hat es gefallen. Das war's mit dem Stream. Wir sehen uns die nächste Woche wieder. Und dann geht's weiter mit... Das können wir auch nochmal ganz schnell gucken. Was machen wir da als nächstes eigentlich? Der Gefangene. Die Gefangene. Jack. Der Warlord. Der Rat. Da müssen wir ja auch nochmal hin, ne? Schließt du da die Meisterdiebin? Das ist DLC-Charakter. Und ja. Mal gucken. Wir gehen eigentlich, denke ich, chronologisch ein bisschen durch, ne? Dass wir dann Jack als nächstes holen. Ja, passt schon irgendwie. Gut, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss.